Moin Brainping. Katzen. Gyros, Hallöchen. Das läuft, das läuft. So, ich muss den Bot noch starten. Der Bot ist tot, der Bot ist tot. Der Bot ist tot, der Bot ist tot. Jetzt macht der hier wieder. Ne, den auch. Ja, warte. Der geht nicht, wenn ich den noch nicht gestartet habe. Warte. Was will er denn jetzt? Ton. Obwohl, das geht wohl. So. Zack. Und zack. Hallo Tobi. Was hast du denn da für ein Brötchen mitgebracht? Das ist aber lieb von dir. Das ist aber lieb von dir. Oh, schon mal prepare for the Mountain King. Leute, ich habe euch heute was mitgebracht. Oje, oje. Vielleicht hat der eine oder andere das schon gemerkt oder nicht gesehen, kann auch sein. Miezekatze, geh mir nicht auf den Sack. Da ist ein Video rausgekommen. Ich wollte heute was ganz anderes machen. Das ist auch ganz gut, dass das nicht klappt, weil dann habe ich nämlich noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Mann, da müssen wir drüber sprechen. Ich habe, als wenn ich das schon fast angekündigt hätte. Junge, das wird interessant. Junge. So ist das. So. Sind wir schon bereit? Sind wir noch nicht, ne? So, vorneweg läuft Werbung, wisst ihr, ne? Einmal vorneweg und dann ist Ruhe im Karton. Silenzium. Hast du mir jetzt ein Herz dafür gegeben, Voodoo? Ne, ach, du warst das gar nicht. Guck mal. Käffchenzeit. Peter, wie wird das heute? Sag es. Ah, das wusste ich. Sehr gut, Peter. Sag mal, Peter, wo ist eigentlich Spritzi? Ach, guck. Ja. Ich sag's euch. Jetzt gleich geht's los. Moin Marodeur. Bleibt schön dran. Wir machen hier. Könnt ihr mich überhaupt hören? Ja, könnt ihr, ne? So. Check 1, 2, Check 2, 3, Check 6, 7, 8, 9, 5. Umbla, Bumbla, Schlumbla. Katatumbla. Hallöchen. Hier, Oberkörper, Unterkörper. Oberkörper, Unterkörper. Na, fern. Moin, ihr Lieben. So, ich glaube, ich muss das nochmal auf damit ich da auch den Chat lesen kann. Ich glaube, ich mache hier mal den Chat an. Richtig? Na, fern.
Ja, da drehe ich so rum. Ich drehe das um hier. So, das kommt dahin, das kommt dahin. Turn the page on a lonely, lonesome highway. Da 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 da. Listening to the amplifier. Smoke the days like cigarettes. Remembering what you say. Do. Here I am on the road again. Here I am. Metallica singen ist gefährlich, näher kommen sofort die Anwälte. Napster Bad, wer sich erinnert. Die Älteren werden sich erinnern. So, guten Morgen, meine Lieben. Ich habe euch heute was mitgebracht. Junge. Wo ist es hin? Ach, hier unten. Ich habe euch heute was mitgebracht. Das wird was dauern. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Da wird spannend. Wie ist es? Tobi, Venator, Marodeur, Armstrong, Guckspot ist auch da, Brainping ist da, was? Oparisilo. Ich glaube, deine Tastatur ist kaputt. Hallo. Opasivallo. Richtig, was los hier? Skywolf, ja sicher. Geht schon los. Und wir haben noch nie angefangen. Das ist korrekt. Wir haben doch keine Zeit. So, ich wollte nochmal Danke sagen für alle, die mich hier supporten. Ne? Ich habe mich, falls ihr das nicht wisst, von Kofi getrennt, weil das ein bisschen Panne ist mit PayPal, weil die rechnen bei mir nochmal extra daran ab. Also da direkte Spender, da steht noch die Kofis, die lotschen jetzt langsam raus. Aber ansonsten natürlich für alle Supporter über YouTube, über Twitch, über die direkten Spender. Ihr könnt auf der Webseite www.googs.de, könnt ihr auch immer gucken, was die letzten Spender, ich muss die halt jetzt manuell immer nachtragen, das dauert ein bisschen, bis ich die Liste aktualisiert, dauert es immer ein bisschen, die beiden hier. Da muss ich mal gucken. Also, wisst ihr Bescheid, wenn ihr da auftaucht, taucht ihr bald, also im Wochenrhythmus quasi auf. So, schönen Dank für die Supporter. Ihr seid mir wichtig und meinem Geldbeutel auch. Und es ist einfach so. Ich sag, wie es ist. So, heute haben wir ein Thema. Ich habe gestern gesehen, wir fangen jetzt erstmal an. Wir fangen jetzt. Nicht Pause. Was ist das denn? Nein. Achso, das war auch schön. Das ist schon mal her. 2 Tage. Ah, das war schön. Schönes Ding. So, das wollte ich. So, jetzt sind wir drauf. So, ich habe gestern ein Video gesehen, ne? Zufällig, weil ich ja Salty Mark verfolge, habe ich gesehen, dass Yogi Klatt bei Space Tomato war. Und dann habe ich mir das angeguckt, so, also in Schnippel. Und ich muss das für das deutsche Publikum, ich muss das für euch. Wir müssen das gehen, das Thema. Wir fangen auch gleich an. Wir machen gar nicht groß Gelaber. Also natürlich machen wir groß Gelaber. Erstmal looten. Piratenersatzteile für alle. Und erstmal die Leute ein bisschen einsammeln. Handhölzer und Augenhaken. So, ihr könnt euch schon mal nicht irgendwo in eine Ecke laufen lassen. Ihr könnt auch zuhören, wenn ihr... Ist leider ein bisschen viel Englisch. Ich mache mit Untertitel gleich. Es ist ein Video und das geht 1 Stunde 47. Und ich werde da zwischendurch rein reacten. Ich mache heute ein React hier. Ich habe gestern
Oder ich habe gestern gesagt, hat mich so ein bisschen die Diskussion um dieses Master Mode genervt, weil da immer ganz viele Akteure irgendwie Sachen erzählen und keiner weiß. Und was mich ärgert, ist, dass Star Citizen das schon hätte viel früher ein fertiges Flugmodell anbieten können müssen und so weiter, weil das so quasi der Kern ist. Guten Morgen, Spieleklecks. Weil das der Kern ist von so einem Weltraumspiel. Das ist die einzige Sache, die mich so wirklich ärgert an dem Ganzen, dass wir nach 12 Jahren immer noch in einem Weltraumspiel nicht das System haben, was es eigentlich sein sollte. Es mag verschiedene Gründe haben, warum auch immer das so passiert ist. Man muss dann auch einfach sagen, ja, sind Entwicklungsschritte, die in der Firma da passieren oder die das Spiel macht und so weiter und so fort. Aber es ist so, das ist so das Ding, was mich wirklich ein bisschen ärgert. Und ganz viele Leute zerreißen sich das Maul. Dann geht Virgil macht ein Video, Avenger One, das sind so die dieses Fight-System machen und sich damit auskennen und deren Lebenswerk, deren Lebensinhalt das ist. Und dann auf der einen Seite werden dann Videos produziert von CIG, die das alles so ein bisschen erklären sollen und so weiter, die aber sehr, sehr stark natürlich kontrolliert sind. Und alles, was da gesagt wird, ist natürlich dann im Schnitt gewesen und dann wird überlegt, können wir das überhaupt so sagen oder ist das zielführend oder könnte das falsch verstanden werden. Also die Videos, die dann über das ISC rausgehen und so weiter, die sind eventuell sehr ein bisschen gewascht, was ja auch total normal ist ja ganz klar, du als Firma hast ja da so. Und jetzt, eigentlich bedauerlich, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich finde es großartig, hat ein Streamer, Space Tomato, der hauptsächlich Talks macht, glaube ich, Space Tomato, Streamer Content Creator, hat tatsächlich Yogi Klatt und Avenger One an einen Tisch bekommen. Ne? Und die haben sich unterhalten über eine Stunde. So, jetzt habe ich überlegt, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, da sind ein paar echte Klopper drin. Ich hab auch noch nicht alles gesehen. Ob ich das so in Teilen machen soll oder so, aber ich weiß gar nicht, wie ich da hin und her springen soll. Ich werde Folgendes tun. Und das ist jetzt auch, das werde ich auch schneiden. Wir werden uns das hier zusammen angucken. Ich werde das stoppen. Ich werde deutsche Untertitel laufen lassen. Ich werde auf bestimmte Dinge eingehen. Ich werde aber versuchen, nicht allzu sehr reinzugrätschen, was mir wahrscheinlich schwerfällt. Ich werde dieses Video laufen lassen und ich werde ganz hart schneiden. Hallo ihr YouTuber da draußen. Wenn ihr das seht, dieses Video wird wahrscheinlich sehr stark geschnitten sein. Es werden so harte Cuts drin sein eventuell, wo ich Kernelemente raus, damit dieses Video nicht 3 Stunden lang ist, sondern vielleicht nur 2 Stunden 40. Werden harte Cuts drin sein. Wir werden das jetzt zusammen gucken. Hier gibt es das volle Programm jetzt im Morgenstream. Wir gucken uns das an, diskutieren darüber, über bestimmte Sachen. Da sind ein paar Klopper drin, ein paar sehr informative Sachen. Und für YouTube werde ich das nochmal hart cutten und rausbringen. Also ihr verpasst nichts, ihr könnt euch das dann nachher auch nochmal, solltet ihr in die Mittagspause gehen müssen oder keine Ahnung, werde ich das alles zusammenschneiden. So werde ich das machen. Wir gucken uns die Sache gleich zusammen an und einfach komplett durch und ich stoppe das ab und zu mal und dann ihr dürft gerne mitdiskutieren. Ich mache den Chat an, damit wir alle so ein bisschen da interagieren können. Also, das habe ich vor. Da sind Yogi. So, und dann haben die 3 sich unterhalten. Man muss sich vorstellen, der Entwickler, Yogi Klatt, wer den nicht kennt, Entwickler, der für das Master Modes Ding federführend verantwortlich ist. Avenger One, der sehr viele Videos macht, jetzt auch als Vollzeitstreamer, sich um den ganzen Master Modes, Fighting-Kram, PvP, das ist so seine Nische, kümmert. Der viele Videos mit Kritik gemacht hat, also Kritik im positiven wie im negativen Sinne. Und dann Space Tomato als Host, der die beiden an einen Tisch bekommen hat. Und es gab von Avenger One tatsächlich auch mal immer wieder sehr starke Seitenhiebe Richtung Yogi Klatt. So, und warum das und dies und jenes nicht gemacht wird und mit Erklärung, was er denkt. In dem Video kommt Yogi Klatt sehr, sehr stark zu Wort und Space Tomato hält sich auch wohl sehr zurück. Und ich bin gespannt und ich hoffe, ich bin mir sicher, dass wir da einige Sachen rauskriegen jetzt, wohin die Reise geht und warum Dinge gemacht werden. Das ist sehr interessant, kann ich euch sagen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. So,
Ich wechsle mal hier die Szene. Da es sich dabei um ein React handelt, tue ich mal so, als wäre ein React. Macht den Chat mal da oben an. Liter Kaffee ist am Start, kann losgehen. So, ich glaube, die Giraffe kommt mal ein Stück zur Seite, damit die nicht ganz so präsent ist. Ach, warte mal, ist das nicht das falsche Ding? Ja, so ist auch besser, oder? Ach, dann bin ich über dem Dings drüber, ne? Wir machen das anders. Wir machen das so. Wir machen das so. Wir machen das so. So machen wir das. So, und dann habe ich hier... Achtung, Achtung, wir werden unterstützt. Ach so, machen wir das doch nicht. Warum machen wir das so nicht? Hä, wo ist denn mein Dings hin, verdammt? Wo ist denn mein Dings hin, verdammt? Dann machen wir das so. Wo ist mein PC hin? Hä? Ah, okay. Es tut mir leid, der Hund macht mich fertig. In den letzten Tagen macht er mich fertig, der Hund. Ah, der Hund macht mich fertig. Seit 3 Tagen dreht er durch. Ist ja ein junger Hund, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Skynet. Vielen Dank für Abo auf 6 Monate. 6 Monate im Voraus, dass ich verklickst oder was? Junge. Das ist lieb von dir. Dankeschön. So, irgendwie bin ich hier falsch. Da, jetzt habe ich ein... So, jetzt habe ich ein Bild. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Ich kann es eigentlich auch in Fullscreen, ne? Ich kann es eigentlich auch in Fullscreen machen. So. Da oben der Chat. So, wir fangen an. Ja, ich bin zu dem Hund rübergerannt. Achso, guck mal, so, besser. Zu dem Hund rübergerannt. So, wir gucken uns das an. Das ist jetzt quasi Reacto Perfecto. Sauerstoffzelt. Das sind ja 40, 50 Kilometer, 100 Meter, 400 Meter ungefähr. Ich eben darüber. Das kann was dauern. Das Video ist ein bisschen länger. Also, es geht los. Habe ich hier Qualität. Machen wir schön. Qualität machen wir schön. Also, hier, Space Tomato Joghurt. Wir ziehen uns das jetzt komplett rein. Ich habe die Untertitel aktiviert. Ihr müsst da so ein bisschen... Ach, scheiße, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht Vollbild machen wollte. Wegen den Untertiteln. So, Avenger 1. Ist das richtig? So sieht das doch gut aus. Richtig? So sieht das gut aus. Oder auch nicht. Whatever. Okay. Oder auch nicht. Last couple weeks, and obviously a lot of the Als würdest du in der Gruppe sitzen. So groß, als würde ich in der Gruppe sitzen. So.
Aber ihr solltet ja lesen können. So, ich mach's so. Ich mach's so. So ist gut. So, als würdest du dazugehören. Das wäre schön. Das wäre schön. Unten, das gefällt mir noch nicht. So, haben wir es richtig? Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt? Alles gut. Ich will ja nicht dazugehören. So, die Alerts mache ich jetzt aus. Chat ist an. Geht los. Conversation that's been going on. But we got a special guest today. Actually, one of the people behind this system itself, and also Avenger 1, who was on with me just a couple weeks ago to talk about this. And we are just going to dive deep into the flight model. So thank you so much for joining me, Yogi. Appreciate you. Sure. Hey. Welcome on. And Avenger 1, thank you as well. Welcome. All right, so ich hoffe, ich kann darauf reacten. Before we get started, I want to thank supporters, obviously, for Hintergrund. making this possible. You guys are here live. If anybody wants to join this podcast live, feel free to sign up on Patreon or YouTube. And if not, well, this is always coming out on audio platforms, so keep an eye out. Before we get started, though, before we jump into everything, I want to let people get a little bit of an introduction to where you guys are coming from, and for anybody who may not have a preamble for this show, why we're even having this talk. So, Yogi, if we could start with you. How did you come across Star Citizen? And when? Across Star Citizen? Yeah. Oh, it was back in 2012. Yeah, basically that. I saw the announcement for Star Citizen and then, basically booked stuff right away. My wife was a little bit awkward about this because I said, I'm going to spend like, I don't know, maybe 120, 130 euros or something like that for a game that doesn't exist. And this was right while we were at university, we're low on money. And she was like, what? So, but yeah, I just thought the vision and all that was great. I always loved CRS games. So, so you started as a player? Yeah. Okay. And when did you start working with CIG? This was about 2017. I was working at Frontier as a audio programmer. And Brexit happened, and we wanted to leave the UK. So, and CIG had a studio in Frankfurt, and I knew the audio director back then, so I switched. Okay. And, it was like no problem. Like the audio team liked me enough to take me on. Audio was a great time. I loved working audio. So, is that like a normal transition to go from audio to designing a flight model? How did that happen? No. I mean. No. No. While I was playing, I don't know which version it was. 2017. I think this was before the 3.0. Before 3.0. That'd be 2.6. Okay. Yeah. Right. Okay. So a little bit after 3.0, I started fiddling around in the head tracking stuff because back then head tracking was like just offsetting the camera, and so basically when you would use tracker R to offset your camera in the cockpit or look left and right. Basically, it offset this just from the helmet, so you would look left and you looked right into the helmet. And I hated that because this is the thing that actually made me stop playing Star Citizen because I was so annoyed by that because I always played flight sims and I love head tracking. So I basically asked Jens back then, who is he's now like a coding director, but for the gameplay coding director. So back then I asked him, could I just change that? And he was like, yeah, sure, put it in. And then the next thing that I can remember in that regard is that Chris asked me to do some look-ahead stuff based on the head tracking work. And then because I couldn't manage my gameplay and audio things at the same time, I just swapped then basically full time to gameplay. Okay. So how did you? Oh, yeah, sorry. No, go ahead. And then over time, it's just like at the time when the swap happened, the vehicle experience team was created, and then we basically like the task of that team was to just improve the gameplay. So basically, it took ownership about certain tuning variables. It took ownership about the experience, how the cockpit feels, and so on. Yeah, and then it basically went on from there. You were talking about before the podcast, we were chatting, and you were saying that you have thousands of hours in DCS.
flight simulator. Yeah. So has that always been? Okay. Is that why you got into Star Citizen, because of the flight stuff, or was it just the overall game itself? No, it was the flight stuff. I always liked spaceships more and planes more than I like cars. So it's just natural interest for me. The DCS stuff is like, I mean, it helps with understanding flight mechanics. It helps with understanding combat geometries and all that. Although DCS is not really transferable to Star Citizen directly, we definitely can learn a couple of things from that. It's also like the feeling that some players want when they basically think about the, let's say, the experience they want to have in Star Citizen, then compare that to a similar flight. And then some things you can take on, like how the cockpit feels when we have like baking or something like that, or the feeling that your cockpit is so much under stress and it might fall apart or something like that. So a couple of things are transferable, but Trig ships. overall, I just like planes and spaceships. Okay. Also er ist auch ein Avenger, Fan, how about you? kann man sagen. What got you into Star Was Citizen? ich gut finde. The original Kickstarter, being a fan of the games and being, obsessed with the same kind of stuff Yogi's talking about. Der ist It's wirklich been a obsessed. part of my life and Definitiv. space shooter games since the 90s. Playing X-Wing versus TIE Fighter and all that stuff. And then I played Star Wars Squadrons. And it's just, from one to the next, I've been playing basically every space combat. Und da kann man sagen, man will, ne? Der ein oder andere mag den Avenger One nicht, warum auch immer. Das ist einfach so, wenn du Content Creator, wenn du was machst, bist du nicht gemocht. Aber er macht halt das, was er gerne macht. Er ist sehr mit Herzblut dabei. Ich finde, diese ganze Haterei, geht mir richtig auf den Sack. Ne? Möchte ich mal sagen, auch anderen Creatoren gegenüber, die setzen sich dahin, drücken dann morgens auf den Knopf oder den ganzen Tag und produzieren Videos und machen. Natürlich haben Fighting wir words. When was that? das, dass wir gerne gesehen werden when was möchten that und dass wir uns da changeover that you Mühe said that you geben und dass wir didn't versuchen, enjoy flying Leute anymore? auf unsere Seite zu ziehen und die zu begeistern. Und wir suchen Liebe. Ich glaube nicht, dass es um Geld geht, weil da nimmst du den anderen Job. Deswegen, ich finde, lasst bitte den Hate sein. Seht die Personen mal so, wie sie sind. Ihr könnt ja nicht mögen, ist ja okay, aber dann da so drüber herziehen, das finde ich, mag ich halt überhaupt nicht. Okay. Yeah, it just kind of went from there. Ihr wisst, was And ich now we're meine. Masterminds. Then Do let's you start. remember what the version was back then? Ja, wie andere Leute über mich denken, ist mir with the egal. original, like when you first came out with the new flight model. So when Ich you mag remember that interview den, he has ich mag had, auch and einige he nicht. said, Den mag when ich he auch spoke to nicht, some weil er mich pilots auch öffentlich beleidigt hat. talking Aber about trotzdem, okay, there was der three- macht das, weil er the Spaß dran hat. 3-ish, right? 14? 14 That- something, yeah. Yeah, maybe. Du kannst nicht aus deiner Haut raus. That was I've played when- every Oder patch doch, since kannst du versuchen. the beginning. Every flight mode, every model, even the ones with the bad head tracking. And for me, that's when the game really became Genau. something special for me. I think that was around the time there was like an Inside Star Citizen episode, and the team came out and kind of said, "This That's is schon our was initial. her. We're That's schon was taking her. every ship, we're bringing them back to their basic balance, and we're starting over with like the combat balancing and all that stuff." I remember that. That was that did push a lot of people to start getting into fighting more seriously. Let's start with that kind of Jetzt from a geht's los. baseline of the talk today. So around that same time, there was also an effort to slow down speeds. I think there was a feature in one of the patches that said high-speed combat is going to be different. Missiles might be more, or less. They might not track as well, and things like that. That also is kind of in the same energy as what Master Mode seems to be, right? Yeah. Is that for me? Or is Yeah, that for that's for you, Yogi. Yeah. Okay. Yeah, but like it didn't work. Right. So I wanted to ask about But like that. we tried like a couple like I remember this thing like my memory's a little bit hazy on this, but we definitely tried a couple of things to encourage players to slow down. Right? We tried to, Okay. I mean, not publicly, but we tried to change, I think, like fire rates or spread or something like that. We changed the lock-on times for missiles and all that Also stuff. wirklich but rumgespielt, ne, um ultimately, die Leute zu einem langsamen players Game just zu still like überreden. the benefit you're getting from just like
putting the pedal to the metal and just fly fast, basically compensated for any kind of like debuff you could possibly get. So we never encouraged, or we were never able to encourage people to actually fly close to each other and get this fly in a way so that they can actually see the spaceships. It was always jousting. And this was not like interesting for us, which is why we later basically went to we gotta enforce the lower speeds. So master mode. I want to push. Oh, hold up. I want to push back on that just a little bit. And I love you, Yogi, right? You are correct. Like jousting is like it happened, like the speeds and stuff. But I just want to say that it was still possible to tune that model, and for the speeds to be adjusted to some degree so that fights could get closer. But the geometry that you had in that model worked actually really good. It's just that so many people never, I guess you could say, got to the skill set where they could actually get to that point. You know what I mean? Ja. Und da muss ich direkt, das ist mein erster Stopp quasi, nur zur Erklärung. Ich finde halt, Avenger One denkt halt die ganze Zeit in diesen Geometrien, ne, was gut funktioniert, wie man um einen Gegner rumkommt und so weiter. Und dann ist für ihn halt immer dieses, wo ist der Skillset? Da werden wir nachher noch drauf eingehen, aber wo ist der Skill? Die Leute sind einfach nicht bereit gewesen, seiner Aussage nach, da den Skill aufzubauen. Yeah. So the result was people skating by at ludicrous speed, but one of the options of that flight model is it still had, in my opinion, slightly closer fights once you get to the point where you can manipulate your ship and control it, right? Because of the way the box system worked. But anyway, that's well. So I think there. I think a lot of people who are now playing the game probably didn't even know that you guys were trying to do more natural things to slow down combat, and I think it's important to communicate to folks that this is something that was allowed to be done via player skill and player control, but ultimately it seems like you guys are going for something a little more artificial because the game simply isn't moving in the direction you need it to fast enough. Is that accurate? That is accurate. Yeah. I mean, like the thing with the player skill and the speed is, I mean, A1 is right. Like when you really know how to do these things, then it can feel great. But you always have the problem is that two players that want to fight against each other, they need to fight or need to commit to that style of fighting. At any time, any player can just like, you know what, I don't want to fight with you. Bye, I'm going. Right? And there was almost nothing you could do to force the people to stay in that fight. And then the amount of training a normal, let's say a casual player comes to Star Citizen, right, and starts investing in this and so on. It is very hard to teach that player what they need to do in order to become competitive, which then leads to the problem we have right now is that although I'm really invested in PvP combat in terms of like I want Star Citizen to succeed as a PvP game, but we don't have a lot of PvP players at the moment. Boah, so, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Da geht ja direkt nämlich schon los. Also hier, Yogi sagt jetzt hier eindeutig, ne, das System, was wir jetzt haben, und das finde ich nicht schlecht, was er sagt, nicht das Spielsystem, ist sehr engaging, kann viel und so weiter, aber wenn jemand neu ins Spiel kommt, er muss wahnsinnig viel Zeit investieren, um kämpfen zu können in dem Spiel. Und was er hier auch sagt und zugibt, finde ich einen sehr geilen, wichtigen Punkt. PvP im Spiel, wir haben im Spiel nicht viele PvP-Spieler. Das wirkt vielleicht immer mal so, weil darum dreht sich's im Chat, im Global, ich kenn's ja, Piraten, komisch, immer wenn ich streame, immer wenn ich spiele, ist Piraten, seltsam. Im Chat, das sind so Sachen, die kommen da die ganze Zeit immer auf, PvP, aber unter der Oberfläche, glaube ich auch, unter diesem großen Wellenberg, der da Kampf und so weiter ist, da sind die meisten einfach nicht PvP-Spieler. Und er hat die Zahlen. Yogi kennt die Zahlen. Er sagt, wir haben einfach nicht viele PvP-Spieler. Wir reden hier über eine Sahnehaube obendrauf. Und das ist ein wichtiger Punkt.
like a lot of like there's just not a lot of players interested in that because the entry level for that is so Und das freaking high. Einstiegsniveau ist so And hoch. it is a little bit more exaggerated with the difference between HOTAS versus MKB controls and so on. Because if you have a keyboard and you want to go forward or backwards or to the sides and so on, you just have a digital input, right? There's no fine tuning in between. So sure, like you might want to have this high skill area of playing the game there, but if nobody can actually learn it fast enough to actually enjoy it and not become better or can't become better, then we failed as designers. So, auch hier nochmal ganz super, super heftig. Man merkt halt auch einen Unterton, wurde auch schon gesagt, man merkt halt einen Unterton, wie er dann Avenger One, und die gucken sich an, was der schreibt und sagt, und die hören sich an, was andere zu sagen und zu schreiben haben auf Discords. Der PvP, so wie es ist für den Normalo, für den Einsteiger einfach uninteressant, weil es so schwierig zu lernen ist, weil du mit Maus und Tastatur digitale Inputs hast, rauf, runter, links, rechts drehen und so. Die Leute, die mit Pedalen ausgestattet sind, mit Joysticks, die feintunen können, die eine Rolle machen können und so weiter und so fort, ja. Die haben natürlich erstmal schon einen Hardware-Vorteil und dann natürlich die üben. Die ziehen sich da 10 Stunden am Tag Arena Commander rein und die hauen natürlich alles weg, was da ist. Und der Anspruch, den die haben, die PvPler, ist ein ganz anderer, ist auf einem ganz anderen Level, ganz anderes Niveau als der Normalspieler, der da zocken will, da reingeht. Ich finde das gut, dass Yogi das adressiert und gesagt, so, bis du erstmal da bist es gibt nicht nur ein Skill-Ceiling, es gibt auch erstmal, da musst du erstmal auf den Skill-Dachboden kommen, damit du überhaupt weißt, wie das funktioniert. Und das ist die als Designer von dem Kampfsystem, sagt er, haben dann versagt, wenn die Leute nicht bereit sind, Zeit und Energie in das Kämpfen zu setzen und überhaupt dann sich selbst weiterzubilden und das zu nehmen, um zu spielen zu wollen. Finde ich, reflektiert eine gute Sicht auf die Dinge. Und er hat ja auch im Eingangsbereich gesagt, viel ausprobiert, die Leute langsamer werden zu lassen, hat ja nicht funktioniert, die Sachen, die sie ausprobiert haben, ins Spiel zu bringen. Also ich finde es bis hier, also das ist schon mal direkt richtig so Schlag in die Fresse oder sagen wir mal eine Aufräumaktion für ruhig, es geht nicht nur um die PvPler. Right, and that is the problem that we're currently trying to fix. So the main goal is I lowering the agree. skill floor. No, you want to raise the skill floor, Or yeah, right? raise it. No. Because you want it. You want No. You want to lower the skill floor The so skill that you floor have easier lower. access into that. Sorry, yes. So when I conceptualize it, I'm saying you want to raise people up to a point where they can get to that level where it's like you get 80% of the game in the first couple hours, and then that last 20% gets you the next 10 years. That's kind of the, you know what I mean? So it's like easy to pick up. There's less knowledge Easy to barriers learn, because hard like to who knows master. about tricording, who knows about it's just not something that people will pick up, right? Yes. But get to that point where people can get in, which is what I've been saying for years. And when you came out with the master mode stuff, I'm like, this is good, and I still believe that. I think fundamentally master modes makes all the sense in the world, right? We just have to get to a tuning where the existence of scale expression can flourish, and also give a place where like a rookie pilot is not going to walk into a meat grinder and be like, I'm not doing this. Yeah. I mean, it's not just flight mode. There's also things like matchmaking. We don't have effective matchmaking for like competitive things and so on. But yeah, at the moment, if you jump into PvP AC mode at the moment, and what do you see? Yeah, fine. You come into this area full of sweaters, right? You're like, let's do this, and then you. Sweaters, Pullover. Wenn du in Arena Commander reingehst, finde ich geil. Wenn du in Arena Commander Battle Mode reingehst, was siehst du? Du siehst Typen, die nichts anderes machen, als sich da zu kloppen. Und dann hast du schon keinen Bock mehr, weil du sofort das Gesicht blutig geschlagen bekommst. Und dann gibt es, ich muss das leider auch nochmal sagen, es gibt so Sachen, Schwitzer,
Ja, Schwitzer. Nicht die Schweizer, sondern die Sweater, ne? Die Schwitzer, die sich da reinschwitzen, die Stunden um Stunden. Und dann gibt es auch so eine Annahme. Also, ich finde, da gibt es so eine Annahme. Im Battle, wie heißt das nochmal, der Modus? Die PvPler, und das habe ich jetzt auch bei uns im Orga-Chat mal mitbekommen, wie viele PvPler, Entschuldigung, die gehen davon aus, dass jeder weiß, wenn du im Arena Commander ein One gegen One fliegen willst, dann flairst du den an, der flärt zurück, du gehst auf Position und dann hauen die sich. Wenn du da reingehst in den Arena Commander und hast keine Ahnung, weil die ja Matchmaking, hat er gerade gesagt, Matchmaking noch nicht haben. Du gehst da rein, siehst Leute da rumfliegen, willst dich hauen, fliegst einen an und schießt auf einen, dann fangen die sofort an und zerlegen dich und sind sauer auf dich. Ich meine, fangen an, zerlegen dich, ist klar, aber sind sauer auf dich, weil du die Etikette im Arena Commander nicht eingehalten hast. Da muss ich sagen, Leute, weiß halt nicht jeder, was soll der Scheiß? Da wird dann so, dann im Free Flight. Ja, und selbst da. Ist das ein Free Flight? Achso, weil die sich dann One-on-One hauen. Woher soll man das wissen? Das hört sich für mich immer so ein bisschen an wie, ja, mein Gott, der kennt sich ja nicht aus. Ja, wenn der Papi da reingeht und da gucken und testen und ballern, ja, Entschuldigung, dann ist das so. Ne? Ja, genau, da muss man aufklären, wenn das weiß nicht jeder. Aber dann hört sich das so ein bisschen so an, also, die Unwissenden. Ja, es ist leider ein bisschen abwertend. So, wir machen weiter. Aber er sagt halt, du gehst rein und wen triffst du da? Die Leute, die dann, nur die Leute im Arena Commander nichts anderes machen und dann hauen die sich da und dann ist natürlich, hauen die sich, Battle Royale meinte ich genau. Und dann hauen die sich da gegenseitig, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir machen mal weiter. Right? Yeah. So, yeah. Well, I want to interject because I will get back to kind of master modes and where it's headed, but I want to interject about PvP because that's obviously a big part of this conversation. But like you said, the majority of players aren't really that concerned with it. Is PvP something that you guys see as being a big part of the game, something that people should focus on, or kind of just something that can happen as far as moving forward? Okay, so from the design directive I got, right? And I say this as the person who's currently responsible for space combat. The directive that I got is, this is a PvE game that allows PvP, not the other way around. Bumm. So, das habe ich gestern gesehen, meine Lieben. Und da habe ich gedacht, da gucken wir mal genauer rein. Da spule ich nochmal ganz kurz zurück. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Ich spule nochmal zurück. This is a PvE game that allows PvP, not the other way around. Which means, like, there's this question whether... Habt ihr das Gesicht von Avenger One gesehen? Das ist von gestern. Ja, ich mach den Spektrum-Post gleich. Ich mach den Spektrum-Post gleich. Ich mach den Spektrum-Post, ich habe den schon liegen. Danke an Voodoo. Ich habe den Spektrum-Post noch schon liegen. Ich möchte trotzdem noch mal, ich meine, es ist Yogi, Klatt und die Sachen, ich möchte mal ganz kurz noch mal dann sagen, die Sachen, die wir sonst sehen im Inside Star Citizen und so weiter, die sind alle fein geschliffen. So ein Satz wäre da nicht gefallen. Ich finde es super, dass der sich da überhaupt hier stellt. Er ist der Hauptverantwortliche, hat er selbst gesagt, für den ganzen Bereich, Kampf. Und er sagt, ich mach's nochmal, ich spiele es nochmal ab, weil ist wichtig. Und ich gehe gleich nochmal drauf ein. The directive that I got is, die Direktive, die ich habe, ist, die ich bekommen this is habe, a PvE game that allows PvP, not the other way around. Nicht andersrum. Und das hat er nicht gesagt, einfach so, sondern die Direktive, der gesagt, da kannst du mir jetzt bei dem Spektrum-Post, den ich jetzt gleich raushole, kannst du mir sagen, was du willst.
Das hat der gesagt, aus gutem Glauben und dass es so ist, wie es ist. So, ich hole den mal. Hier gibt es einen Spektrum-Post. Can we all give big thanks for appearing in Space Tomato? Richtig. So. Dann hat Yogi Klatt klargestellt, das war in der Tat misspoken aus meiner Sicht. Ich denke vielleicht nicht. Mein Kommentar war teilweise auf die Casual-Diskussion vom Space Comet bezogen und sollte nur herausstellen, dass Star Citizen nicht ein reines PvP-Spiel ist, dass die Designentscheidungen, die wir haben, balancen soll. Ich mach's mal auf Deutsch, es ist besser, wenn ich das so mache. Das war in der Tat von mir falsch ausgedrückt. Mein Kommentar war Teil einer beiläufigen Diskussion über Weltraumkämpfe und sollte betonen, dass Star Citizen kein reines PvP-Spiel ist und dass es Designentscheidungen gibt, die wir abwägen müssen, um zu überlegen, wie wir PvE-Szenarien und Kämpfe gleichzeitig am besten unterstützen können. Just to be clear. Um es klar zu sagen, Star Citizen priorisiert sowohl PvE als auch PvP-Aspekte gleichermaßen. Das sagt er nachher nochmal was anderes. Da sagt er später noch was anderes. Müssen wir mal, ob ich das noch finde. Und es ist entscheidend, dass wir eine Erfahrung entwickeln, bei der beide Spielstile berücksichtigt und unterstützt. Das sollte die wichtigste Erkenntnis sein. Ich glaube, dass das hier Schadensbegrenzung ist. Ich glaube, das ist Schadensbegrenzung. Und ich denke, das hier ist die echte Aussage. Ne? So, für die nicht von Anfang an dabei waren, Space Tomato, Content Creator, hostet hier den Talk. Yogi Klatt, Entwickler bei Star Citizen und Avenger One, Content Creator im Bereich hauptsächlich Kampf, Training, Master Modes, hat nichts mit Star Citizen an sich zu tun. Die beiden haben nichts mit Star Citizen zu tun. Yogi Klatt verantwortet den Kampf. So. Es ist überhaupt nicht verwerflich. Es ist eine Aussage, die er hier trifft. Ja, ist gut, Z. Wenn er das schon mal gesagt hat. Exakt dasselbe gesagt. Okay, habe ich gelesen. Um das nochmal zu sagen, im Weihnachtstalk mit Knebel hat er genau dasselbe gesagt. Weiß ich nicht, kann ich nicht nachprüfen, was er gesagt hat. Ich sehe nur das, was er hier gesagt hat. Für mich kam das ein bisschen von Herzen. Das ist die Direktive, die er von oben bekommt. Wir haben viel PvE und auch PvP. Which means, like, there's this question whether, like, the changes that we're doing are foremost aimed at making the whole game better for basically all players that want to enjoy combat versus just making things for PvP better. And this is also the reason why we're currently having master modes in that kind of state, right? So I do agree, like the 1v1s, for example, the 1v1s were like called out as, oh, they're lame, they're kind of like, you feel locked in. Yeah, I agree with that. Okay, und das ist ja die Geschichte, auch das ist jetzt hier ein ganz wichtiger Punkt, bei dem wir uns gerade befinden, direkt am Anfang. Es geht den Master Modes Spielern wie Avenger One oder den von Shadow Moses oder Dolus oder wer da noch, ich kenne nicht alle da, aber die High Society der PvPler geht es natürlich darum, viel Spielspaß rauszuziehen aus dem, was sie gerne tun. Und das ist 1 gegen 1 Kämpfe im Weltraum mit einer geilen Mechanik. Und Yogi sagt, das ist mit dem Master Mode, so wie es jetzt ist, nicht da. Es ist ein bisschen langweilig. Man ist so in dem Kampf gefangen, so eingesperrt und so weiter und sagt, jo, stimmt. Ja, ist so. Punkt. Aktuell ist so. Punkt. Right. That's true. Right. But the other changes we did they were still better for the overall game. So immer noch besser für das we hope that we Gesamtspiel. can focus a little bit more or tweak the game a little bit more so that it allows more PvP in the future or has more interesting depth, right? But we won't get there in 3.2.3. So yeah, later in the game, I mean, which Tyra said this as in the thread in Spectrum where I was
I mean, in this one ISC, I said, oh, it's a great space combat game. It was like, oh, it's not a space combat game. Star Citizen is more. Yes, I agree. So Taras mentioned that there will be areas which are more PvE and PvP dominated. So PvP will definitely be and stay a part of Star Citizen. I think at the moment it's more like, what do we do first, right? And at the moment we have so much data to update. It's like I cannot at the moment I cannot even say when we're considered PvP like fully PvP ready. And there's actually So, nochmal. Also, es ging darum, irgendwie haben sie gesprochen, hier Weltraumkampfspiel. Nein, das ist kein Weltraumkampfspiel. Und da bringt er das auf den Punkt. Auch die Sachen, die ich schon gesagt habe, letzte Woche oder gestern, letzte Woche. Das Spiel ist mehr als nur Schießen. Auch wenn ich Outlaw bin im Spiel und ballere aber den PvP-Teil eigentlich eher als Beiwerk für mich sehe, weil da noch so viel mehr ist. Hier wird nochmal, er sagt auch, das Spiel ist mehr als nur Geballere, nur Shooter, Weltraum-Shooter. Und er sagt jetzt hier auch, wir wissen nicht genau, und das schließt eigentlich den Kreis zu dem, was er vorher gesagt hat, dass das ein PvE, dass das für PvE-Gaming eher gemacht ist aktuell, das PvP aber darf, dass sie nicht wissen, wann sie PvP, jetzt noch nicht wissen, sie wissen jetzt noch nicht, wann sie das PvP so befähigen, dass es wieder, oder dass es den Anspruch hat vielleicht, der da gewünscht ist von den Gamern. Ich finde, das sind ganz, ganz eindeutige Aussagen. Ja. Und ja, Virgil, Chat schreibt, guck dir Virgil an, habe ich mir angeguckt, haben wir auch schon drüber geredet. Virgil fand ich sehr gut, was er sagte, er sieht die Sache auch von einem größeren Standpunkt, glaube ich zumindest, von einem höheren Standpunkt. Ja. Ne? Es geht halt auch um die Masse. Wir dürfen das nicht vergessen. Es geht auch um die Masse der Spieler. Es ist nicht nur das Rumfliegen, das Ballern von Kopfgeldmissionen. Star Citizen wird wird größer und mehr Professionen und Spieltiefe und Optionen haben, dass das hier auch ein wichtiger Punkt ist, damit man im PvE-Kampf interessante Zusatzbegegnungen oder Erweiterungen hat und nicht, dass es darauf aus ist, einen Arena-Commander zu optimieren. Höre ich da raus. Finde ich nicht schlecht. actually a couple of things that we would probably do different. If Star Citizen would be a pure PvP game, we would probably not have gimbals or something like that. There's a couple of things where we would need to be very careful how we lay out and balance ships. For example, we have our ships like light fighters. They have vastly different gun options, right? Some have like, I don't know, like 3 size 3 laser repeaters. Other have 2 size 1, 4 size 4, or 4 size 1 or whatever, right? Like these gun loadouts, they were not necessarily created from a balance point of view, but also from an artistic direction that we wanted this ship to achieve, right? But at the same time, this can be very hard to balance, right? But there's often multiple requirements coming in why we need this or that ship, and not all of them are coined towards it needs to work perfectly for PvP. I mean, we're trying to do as best as we can to tune it in a way so that it feels balanced, but it's not the overarching goal to make a perfect PvP game. It's like Star Citizen is a PvE game that. Da, und er sagt's nochmal, das ist das, was ich meinte. Er sagt's nochmal, es ist nicht das große Ziel, nicht das Ziel, Star Citizen zu einem PvP-Game zu machen, sondern Star Citizen ist ein PvE-Spiel, in dem PvP erlaubt und möglich und gewollt ist auch. Vielleicht auch nochmal zu meiner Person. Bitte, ich sage ja immer, es ist PvP. Ich sag's aber, weil PvP da dazugehört und nicht, weil es ein reines PvP. Mich nervt, dass die Leute sagen, nein, ich werde in meinem Spieldings gestört. Ja, dann darfst du das Spiel nicht spielen. Es enthält PvP. Und du bist immer in Gefahr, PvP zu machen. Aber worum es jetzt hier geht, ist, en gros, das Spiel soll ja mit interessant werden, mit NPCs, mit einer Lebendigkeit und so weiter und so fort. Und auch von meiner Seite aus, ich finde es okay. Ich finde es wirklich okay.
So der Gedanke daran, weil ich möchte nämlich Star Citizen als großes Riesenspiel haben mit einer total geilen Umgebung und Möglichkeiten und nicht nur losfliegen, Leute abschießen. Das ist nicht das, was ich Star Citizen, das ist nicht das, wo ich Star Citizen sehe. Klar mache ich auch Piraterie und so weiter und so fort. Arbeit gehört, der Piraterieteil ist nur ein Teil, also meine eigene Basis aufbauen und so weiter. So sehe ich die Geschichten nachher in 10 Jahren, wenn das Spiel mal in die Beta geht. Da sehe ich Star Citizen. Ja? Und hier sagt er auch wieder, ich spule noch mal ein Stück zurück. Hören wir uns noch mal ganz kurz ein Stückchen an. Sie versuchen alles so gut wie es geht hinzukriegen für PvP. To tune it in a way so that it feels balanced. Ausgewogen. But it's not the overarching goal to make a perfect PvP game. Like Star Citizen is a PvE game that allows PvP, not vice versa. Nicht vice versa. Er sagt es zweimal. Er sagt es vorne und er sagt es hinten. Und der Spektrum, du kannst mir erzählen, was du willst. Der Spektrum-Post ist Schadensbegrenzung. Es ist nicht das, was er hier frei und frank raussagt. Und ich finde es gut, was er hier frei und frank raussagt. Frank und frei raussagt. Ne? Ich finde dieses das ist Schadensbegrenzung. Ich finde, PvP ist wichtig und wir brauchen das, um Druck untereinander aufbauen zu können und das Spiel interessant zu gestalten, aber nicht um rauszugehen. Und es gibt Berufe, es gibt Söldnerberufe, es gibt Kopfgeldjäger und so weiter, auch für Spieler und so weiter und so fort. Alles wichtig. Piraterie gibt's. Verteidigung, da gehört dann auch PvP zu, wenn du deine Basis verteidigen willst, wenn du und so weiter. Aber es ist nicht das Ziel, ich finde es richtig. Can I say something real quick? So, have you ever played a game called EVE Online, Yogi? This little game. Oh yeah, it's this is a really small independent title, right? No, I did play EVE Online. I did not play it for long though, because although I like the universe and all that, it's not my type of game. I want to be in control of the spaceship. I don't want to just give commands. Look, you are speaking my language, because that's why I left EVE Online, because Star Citizen let me control my ship, right? Okay. So, would you say that EVE Online is a PvP or PvE game? So that is. I don't want to reply to that specifically because I don't have enough hours, especially not PvP hours in EVE Online to feel safe enough to answer. Schlau ist er, but from my understanding, it is a big, it just allows both at the same time. Like you have big wars between factions going on. At the same time, you can also enjoy a more curated content when you play alone or so. So yeah, it allows both. But I think overall, with all the stuff that comes on with the player-driven economies and all that, I would say it's more PvP. Yeah, so I agree. EVE Online, in my opinion, there's a lot of lessons that EVE did really well that Star Citizen, in a certain kind of way, is starting to also do. I mean, we talked about when the player-owned stations and bases, they were talking about the settlements, right? They're like, you can go into the really high-risk area and have high reward, or you can have medium or low risk and it's not as much yield, that kind of stuff. I mean, that is directly ripped from EVE Online's security status system, which works really well. It's like you got players players in this area that are very safe, but they don't really get a lot of money, and players in the really, really, really dangerous areas where you're going to find a lot of PvP over here, right? The idea of it's either a PvE game that does this or it's a PvP game that allows for this. I know I have full confidence that you, Yogi, have the skill set, knowledge, and temperament to actually get the game to the right place. But I think in a weird kind of way, the conceptualization of it's either this or that is wrong. Because if you have a Wir machen da gleich nochmal ganz kurz rein. Ich spule mal eben gleich zurück. Du bist jetzt ruhig. Hier Platz machen. Platz. Schnauze halten. Das kann doch nicht sein, dass du mir jetzt 3 Tage lang hier die Bude voll heulst. Hä? Was ist hier los?
Ja, das kann nicht sein. Da kann nicht sein, in meinen Streams immer rein. Der Hund muss erzogen werden. Ich muss leider... Ja, der sucht so viel Liebe. Das ist ein Havaneser. Der kann ohne Menschen nicht existieren. Dem fällt es schwer, Atmung zu kontrollieren, wenn sein Frauchen nicht da ist. Ah. Der kriegt so viel Aufmerksamkeit. Ich bin ja auch den ganzen Tag quasi hier. So, ich spule nochmal zurück. Wo waren wir stehen geblieben? That is directly ripped from EVE Online's security status system, which works really well. It's like you got players players in this area that are very safe, but they don't really get a lot of money, and players in the really, really, really dangerous areas where you're going to find a lot of PvP over here, right? The idea of it's either a PvE game that does this or it's a PvP game that allows for this. I know I have full confidence that you, Yogi, have the skill set, knowledge, and temperament to actually get the game to the right place. But I think in a weird kind of way, the conceptualization of it's either this or that is wrong. Because if you have a PvE game that allows for PvP, the PvP balance and content will suffer in some way. And vice versa, if you do strictly PvP, the PvE content will suffer in some way. So the idea should be out the door, and it should be much more based on if you have a game that's designed from the ground up that is making sense for PvP, PvE. You can take games like Star Wars Squadrons, which is strictly PvP, but yet the single player campaign is accessible to many people. I've only heard really positive reviews on people just playing the campaign side of it and being like, this is great. But that the entire system was based around great PvP gameplay that also ends up being great PvE gameplay. So, when we talk about master modes and the tuning and the ships, speeds, weapons, this, that, and the other, a great PvP experience, ironically enough, will also equate to a great PvE experience, in my opinion, because we've seen that happen time and time again. And we have real examples of games like EVE Online, which are mostly PvE with tons of PvP. And, to me, it's just, I feel like in a certain kind of way, like you've been hamstrung, I guess, in a weird kind of way, because they're like, we want the game to be PvE. I agree, we got to bring the skill level down in a sense so that people can access it, but without sacrificing that zone where it really matters, because that's what's going to keep people locked in for that long-term kind of gameplay. Okay, so I understand the worries there, but the whole tuning stuff that we did in 3.2.2.1, for example, right? This was all based around PvP. The reason... PvP? PvP? Because... I do agree. Like, if you have a good PvP experience first, it is easier. Like, PvE is always easier than PvP in terms of balance, because if there's something in PvE and, I don't know, you fight alone against Hammer. Some designers might say, okay, you're in a Gladius and you're fighting 5 Hammerheads. That's not a problem. That's really hard to solve, right? Like, we can use damage modifiers. We can just make accidentally, like, the ships running into each other to make it easy and so on. So I do agree, right? That is easier. But when I said we're doing a PvE game that allows PvP, I don't necessarily, there's still a couple of decisions in there that we would simply not do otherwise. As I said, like, gimbals is one thing, right? Because right now we have this thing that we have gimbals, and we're not really using it anymore in fighters, for example, to automatically track the target and hit something where. Also für PvE ist einfacher zu managen, zu einzustellen für die Leute als PvP, ist ja klar. Zum Beispiel Gimbals wären nicht drin, wenn es nur PvP wäre. Weil es dann wirklich um skillbasiertes, ich kann besser abschießen als andere und so. In Fightern haben sie es jetzt ein bisschen geändert wohl. Wir machen mal weiter. Like, when you can manually gimbal them if you want to, but you have this lower fire rate. You can use a precision targeting mode, which is basically not very useful in dogfighting because you'll never be so close and so stable on target that the auto-gimbaling will actually... So, hier jetzt auch wieder, das haben wir noch nie gesehen, ne? Dieses Precision Targeting Mode, dieses Ranzoomen. Und dann sagt er, im Close Combat Fight wird der wohl nicht benutzbar sein.
Das heißt, wann? Also wenn du ein größeres Schiff hast, dann vielleicht, oder als Turret Gunner auf größere Entfernung. Also dieses nah ranzoomen auf die Dings, ich konnte es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist, wenn man im Fighter sitzt, dass man dann da ranzoomt oder so weiter. Ich lese gerade auch im Chat so ein bisschen hier, wenn ihr sagt, Master Modes sind langweilig. Master Modes spielt ihr aktuell aber auch nur im Arena Commander. Man muss auch sagen, es ist ein eingeschränktes Setting. Ihr findet Master Modes langweilig, weil Master Modes noch nicht im PU richtig getestet werden. Weil Master Modes aktuell nur den Kampf beinhaltet und zwar innerhalb von Arena Commander. Master Modes ist aber dafür da, nicht nur für den Kampf, später, aber auch für andere Schiffe und für andere Kombinationen, die jetzt noch gar nicht da sind. Ob das dann langweilig ist im PU, das will ich mal dahingestellt lassen. Aktuell geht es nur darum, wer haut sich wen auf die Fresse und zwar in welcher Zeit, in welchem Kampfgeschehen, in welcher Art und Weise. Aktuell ist es nur nur im Arena Commander und da sind die Leute, die nichts anderes zu tun haben, als 10 Stunden am Tag Arena Commander zu spielen. Klar ist denen langweilig. Klar. Ja. Make the enemies hit. I forgot where I was going with this point. Hang on. I'll find it in a sec. But overall, when I talked about we're doing PvE now and later PvP, don't understand this as a general, we're making a pure PvE game. No, the game itself, the mechanics, the combat dynamics and so on, they need to work in a systemic way, right? We know what the hammerhead should be good and bad at. We know what the medium and heavy fighters should be good and bad at, or we're trying at least to. I mean, some stuff just naturally evolves, right? But we roughly know what our goal times are. But when I talk about putting focus on PvP, on PvE, so specifically in this case, that means the 1v1s, for example, right? We simply currently do not have time to invest a lot of time, or basically it's time and money, because like my work time is basically money, right? Mm-hmm. We cannot invest a lot currently in the 1v1s. If I know that the majority of the combat players are not PvP players at the moment. So. Das ist auch wichtig. Wir können nicht, ich wiederhole das nochmal, was er gesagt hat auf Deutsch, wir können aktuell nicht Zeit und Geld, im Sinne von Arbeitszeit, Zeit reinstecken in PvP, wenn der Großteil der Spieler im Moment gar keine, vor allen Dingen, PvP in 1 gegen 1 PvP, also dieses Aufeinandertreffen, in 1 gegen 1 PvP reinstecken, wenn die meisten Spieler eigentlich PvE-Spieler sind. Ich kann es nachvollziehen. Und da muss PvP nach hinten gesteckt werden. Es ist ja nicht weg. PvP ist ja nicht weg. Es ist dann halt aktuell nur nicht so im Fokus. Das heißt, der Entwicklungsschritt, und das sind die Antworten, die ich mir eigentlich von Yogi oder von CIG erwarte. Und ich finde es gut, dass das so gemacht wird. Ich finde es gut. Ich mag PvP, aber nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis, und es muss einen Fokus geben, und das sind die Antworten, die ich erwartete, die ich auch begrüße. Moment. So this is why we're focusing on other things. If we had actually the dominant goal to make PvP good right now, we would invest in Jerk, we would invest in creating different or trying out different models. I mean, you yourself, you had your big proponent of like make it faster, right? I don't necessarily agree with this because, but it doesn't mean that the overall thing you want to achieve, meaning probably something like I want to be evasive, right? In a light fighter, this can also be achieved in other ways, but currently we don't have the time to actually deep dive into these problems. Will it happen? I'm pretty sure it will. Like just on my schedule, there's a lot of time scheduled out for AF6 where we just will try to get behind that ball. But also wird's passieren? Werden wir uns um PvP kümmern? Ja.
auf meiner Liste, sagt er, auf dem Ticketsystem steht, wir wollen das und das machen. IFCS ist immer noch da, also ist es nicht weg, was die Leute vielleicht denken, ist ja dieses Intelligent Flight System, wo du quasi Fly-by-Wire, du drückst das Ding nach vorne, hinten gehen die Düsen so und so und so. Ne? Also schieben das Schiff irgendwie durch die Gegend. IFCS ist immer noch die Grundlage für das Flugsystem, was schon alt ist und auch schon gut funktioniert. Ich glaube, das ist so. Sie machen es, aber nicht jetzt. Overall, it just like for 323, we will not have we'll probably ship with what we have right now in master modes. Fights in 1v1s will still be locked in. Squadron battles will still be a lot better than they were before. Yeah, it was a long-winded answer for a short question, but no, I appreciate it. I like you going long-winded, man. It's context is important, right? I will say that in my own defense, personally for me, obviously, I'd like to see higher SCM speeds, not higher boost speeds. Because I feel like the ship natively by default, because of the way the gunnery system is going on right now, it's basically suppressing a lot of depth of movement because your SCM bubble is only so big. You can't create enough deflection meaningfully enough because the weapons speeds and spreads are so high that you just can't do. So either increase the speed so I can create more deflections and move around that space, which to me feels really good because I know the live model, if you brought it down to 500, we all kind of in the PvP community were like, this feels great, like with the settings and tunings and stuff. But it's, the more thought I've given it, the more time I've been sitting with it, the more I play master modes, and the more I've spoken to other members, what I find is it's the ratio, not really the speed. So if you want 220, right? Let's say 220 is the kind of target zone. It's the speed you want to keep the fights in the general area, yada, yada, yada. Then it's the ratio between weapon speeds and ships, right? You remember the Tachyon guns we had back in the day when the Banner Defender came out? Oh, yeah. What were the Tachyon? What were the Tachyon guns? It was like the, you mean the... Yeah, what were they? The Banner... Those are hit scan, right? They were hit scan. Yeah, right? These were big balance offenders for us because when you're when you're far out from a target, if you have no seriously, like these guns are a problem for us because the majority of the combat gameplay revolves around maneuvering around each other. Now, if you're further away, you'd have less rotation. My Hornet is a stealth Hornet. Hang on. It's the ghost. Right. Oh, there we go. So the further you're away, the smaller your angular rotation requirements become, right? And the cinch weapons, cinches, right? The cinch weapons, they were high damage, high speed, and they were bad at the fire rate, which made which is like no difference because it makes no difference. No, yeah, it makes it even worse because when you want to be on target, it's about how you can maneuver to actually keep your nose up or your nose on the pips, right? But this is actually an internal, not an official, but this is a value for us. Like how much work do I need to put in to actually bring my gun on target? And hit scan weapons basically have no work because you just need to be on target for a brief, small amount of a second, right? And then you click and you get the kill. So they're much easier to use than other guns. Okay, these were the cinch weapons. Okay, keep going. Sorry, I didn't want to interrupt you. Aber er hat ja gefragt und ich nochmal so eine persönliche Anmerkung von mir. Bei Avenger One ist mir ein rhetorisches Mittel aufgefallen, das mir völlig auf den Sack geht, egal in welchem Ding der ist. Er ist interessiert und will und macht und so. Mir ist ein rhetorisches Mittel aufgefallen. Solltet ihr mal in die Situation kommen, mit ihm in einem Gespräch sein, er stellt immer Fragen und versucht dich dann irgendwie dazu, zu einer Antwort zu bewegen und dann zu sagen, was er dazu denkt. Also so unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie. Ist EVE Online ein PvP oder ein PvE-Spiel? Er versucht halt dann quasi dich an die Hand zu nehmen und dir dann so dadurch, das mag ich nicht. Er hatte jetzt gerade auch Yogi gefragt, wollte ich nur mal sagen, ist mir so schon immer mal ein bisschen negativ aufgefallen, diese Art und Weise, so ein Gespräch zu führen, egal wo er ist, macht er immer diesen Trick und versucht dich dann so ein bisschen aufs Glatteis zu lenken. Also müsst ihr mal aufpassen. Da solltet ihr mal mit ihm zusammen in einem Talk sein. Context is key. So
the singes back in the day suppressed movement because no matter what you did, it didn't meaningfully avoid damage, right? Yeah. And regardless of the distance you're engaging at, it only depended on what your maximum range is, right? And these two things in tandem were balance breakers in the sense that it made the gameplay feel bad because no matter what you did, as long as they were within range, it's like, well, I guess I'm getting hit now, right? And so then then the game changed from being a flight combat game like what we're trying to design to being, well, I have these singes and this shield, so it's now EVE Online kind of thing, right? And my argument's kind of been right now with the current tuning of 323 is it kind of feels the same in a sense that a lot of the movement has been suppressed so dramatically, especially in atmosphere. Now, I guess there's no control surfaces, so we'll kind of leave that for later. But, it's if the gunnery has become so oppressive to the movement of the ships, if I bank left, like as a fighter pilot, like I want to have choices, whether I'm in a medium fighter, heavy fighter, light fighter, snub, doesn't matter. If I'm engaging a target and I'm looking at him, I'm looking at his relative movement, I'm like, okay, I should be able to move here to avoid fire. I should be able to move here. Here are my options. If I go left, right, up, down, it doesn't matter because he's just going to nose on and track me, right? And so, a lot of guys in the PvP community, including myself, have kind of been like, like there's small things that we could adjust now, like, weapon ranges and cone sizes, that kind of stuff. And, velocity on projectiles. And it's, the more I gave it thought, the more I thought to myself, I think the problem is the gunnery system in Star Citizen entirely. Do you feel like the gunnery system in Star Citizen Yogi. is in a good spot? And Ich glaube, das Hauptproblem ist das Gunnery System, Yogi so. Habt ihr das Gesicht gesehen? if you could change it, would you? Okay. What I don't like about the gunnery system in general is that we have an absolute free form of how many guns actually attach to a ship. Like we're trying to balance this out, for example, with the capacitors, right? The alpha damage of if your ship has, even if it has lower sized guns but has many of them, it means like your initial alpha that you have to push out is hurting more than a ship that basically has bigger sized guns but only has 2 of them, right? Mm-hmm. So that is a mathematical problem that's hard to. It's not even a mathematical. It's just a problem that's hard to fix. What we're going to do for that kind of stuff is though that we're like the different shields that we have. They're going to have like values which make them more or less resistance against certain. Against the alpha damage that comes through. For example, the typical problem that is often quoted to me, oh wait, I'm sitting in my Avenger, in my Gladius. I have laser repeaters. Now I have a range of 4 kilometers. Like they have no damage fall off and so on. So I can pepper a Constellation from miles away. Kurz zur Fertigstellung, zur Dings. Das ist also ein Problem, was wohl häufiger mal angesprochen wurde. Pepper a Constellation oder Pepper a Hammerhead oder Pepper irgendwas heißt, also, ne, zu pfeffern, also von weit weg zu schießen, dann geht ja die Streuung jetzt los und quasi Damage auf das ganze Schiff zu verteilen, also das zu pfeffern, ist wohl ein ziemliches Problem aktuell, weil du dadurch, dass du einen Jäger hast, du nicht getroffen werden kannst, weil du dem langsamen Projektil immer ausweichst. Du aber einfach auf die Hammerhead mit 2, 3 Mann drauf schießt und die Hammerhead wegmachst oder die Constellation oder. And keep the shield in regen. That specifically won't happen in the future, right? If you Das wird nicht pepper mehr a passieren in Constellation Zukunft. or any other size shield with a ship with size 3 shield generators, then the shield generators will basically not necessarily shrug it off, but they will not go into this high regen delay. So the amount of delay. Okay, also die Size 3 Schilde und so weiter von größeren Schiffen werden nicht mehr in diesen Wiederauflade-Delay-Bereich kommen. Das heißt, irgendwann fängt das Schild dann offensichtlich an. Also bei den kleinen Fightern ist es ja so, du kriegst Schaden und das Schild kann nicht mehr weiterladen. Das Schild, aktuell ist es ja so, das Schild lädt erst wieder auf, wenn es eine gewisse Zeit lang keinen Schaden genommen hat. Bei den Size 3 Schilden dann wird es vielleicht so sein, so lese ich es jetzt raus, dass das erst passiert, wenn die relativ down sind. Also wenn die dann im gewissen Bereich sind, laden die trotzdem immer weiter auf. That you get on impacting shields and so on will be dependent on the alpha damage that comes in.
So that gets a little bit around that, right? Because this has nothing to directly to do with the gunnery system, but it kind of has because it has to do with damage application. But still, sorry. So just real quick, just so I can understand that. So how is that problem going to get fixed? Because that's sometimes what I sit around and think about. It's like, okay, so did you see the hammerhead video I put out? I know we talked about it in DM chat, and I remember, again, other CIG devs have commented on this saying, well, this will be fixed because the armor system will come in. And my whole thing has always been like it's a geometric problem rather than like an armor problem, right? So yeah, you can put shield regen to 1 million. The limiting factor for me is now I just need to bring a few more fighters, because if I can hit you and you can't hit me, then it's a moot point whether you have 1 million points of armor or not. So in regards to that situation, how are we going to fix that? Like, how are you going to approach that problem is the question. I just explained it. Like, the thing is, like the thing that I want to achieve in the gunnery system is mostly that I want the choice of weapons that you bring with you to matter. Like, the proper way to bring down a big hammerhead is not to attack it with fighters. So, und das ist ja klar. Und das ist ja eine Sache, die also ein Hammerhead abzuschießen, ist nicht der Grund, mit kleinen Fightern anzugreifen. Genau das Gegenteil ist der Grund, warum man eine Hammerhead mitbringt. Eine Hammerhead bringst du mit, um die Fighter wegzukriegen. Eine Hammerhead ist dafür da, um die ganzen kleinen Fighter wegzuschießen. Deswegen haben die 6 Türme und an den Seiten. Und genau dafür ist das Ding da. Damit die kleinen Fighter sterben. Das ist der Grund für eine Hammerhead. Und du brauchst doch ein Torpedo oder was Größeres oder fette Waffen, um so eine Hammerhead zu zerlegen. If you bring fighters, you have to bring a lot of them, but this will not be like the way where I would like this to be is that the numbers actually matter, right? Like, at the moment, if you go with one constellation or one hammerhead against a single fighter, and the single fighter actually gets in range of the hammerhead, I want that fighter to die, like, very, very quickly. I want that fighter to die. It's just not a valid target. It's like similar with, like, air defense turrets or something like that. If you go into an area that is bespoke created for killing fighters, the fighters should suffer. And this is also the direction I got from above, by the way, right? Like, we want ships, like large ships and capital ships, we want these things to be. This is a direction I got from above. Also das habe ich, sein Management hat ihm das gesagt. Und das ist auch eindeutig, das ist auch klar, da braucht man nicht sagen, da braucht man nicht reden drüber. Actual problems that players have to solve, but there's not like a one-to-one relationship there, right? If you want to bring down a hammerhead, the choices that I would like to see is like, let's ignore the current balance and even the current 3-2-1 state, right? You need to overwhelm the defenses, not necessarily by firing at it, but just to give turrets a harder target and allowing your other fighters to get close enough so that they can use anti-material cannons, which is basically our version of like low velocity, high punch in ballistics, so that you can actually punch through the hull and actually damage those turrets. So I mean, this is why we also showed that case on the CitizenCon demo, right? Like, because it's the use case which we're trying to go for. So that you basically have to bring lots of ships with properly equipped, and you have to get into the effective fire range of the turrets of the hammerhead to actually make damage. See, there it is. Get into the effective fire range of the turrets, right? Because how it's always been is this issue where even if my guns are smaller, again, it's the whole if I can hit you, you can't hit me. So basically, you're going to get it to a place, hopefully, or tune it so that, I mean, I think the answer is for fighters is to just reduce the weapon range so that they have to get within effective range of a hammerhead to engage. And I feel like that would make gameplay for fighters feel a lot better because you're basing your experience currently on 3-2-1, right? Right, correct. Okay, so just to be clear on that, but we never. Ich finde das lustig. Die Annahmen, du basierst deine Annahmen, also er sagt ja, Avenger One hier, wäre besser die Schussreichweite von Fightern zu begrenzen, also nicht auf 4 Kilometer schießen, treffen zu lassen, sondern auf kürzer. Und Yogi so, ja, deine Annahmen basieren auf 3,22.
Du hast keine Ahnung. Und das ist halt auch so eine Kerngeschichte. Wir haben keine Ahnung. Die sind schon ganz woanders gedanklich. Und die sind auch nicht doof. Ich meine, die machen auch Fehler, aber die sind nicht doof. Die wissen genau, wie der Hase läuft. Also hier Yogi Klatt sagt dann so, ja gut, das was ihr als Content Creator, wir wissen nix. Also, oder wir wissen wenig. Die basteln darum. Ich unterstelle denen auch mal, dass die clever sind. Ich stelle denen mal, dass die clever sind. I said it anywhere, right? But the current weapon tuning we have in 3.2.1 is not necessarily the one that you see later. In fact, we only added the hammerhead in there and the constellation and the P52, I think. P52, yeah. Just to basically, it was a try. Let's throw it in and see what happens. I absolutely expected that the peppering problem, for example, will not go away, right? Because a couple of other changes are missing. Concerning the weapon ranges, so the reason why I am a little bit resistant to decrease them. So right now, I will agree the weapon range is a little bit too high, especially on some ballistics, right? To fire them, and you see the trail just goes on forever, and you're like, okay, that was 7 seconds. What the hell? It's still there, right? So I do agree. Like we can bring them down. We also have the option to add a weapon fall off so that we can encourage fighters to get closer, right? What we also have in the Weapon gunnery Fall system, Off, aber darüber haben wir auch gesprochen, diese Cone, dieses Streuen, ne? Das ist da. Und darüber sind die natürlich auch, dass du deine Schüsse nicht mehr auf 4 Kilometer anbringen kannst. Aber die ist doch sowieso da, der Cone. Aber er sagt es nochmal. Ich glaube, das hat er vorhin auch schon mal gesagt. Die hören da einfach nicht zu. which is not enabled, or that part at least is not enabled in 3.2.1. We can actually make, just because a weapon is mounted on a turret, make the weapon stronger. It's actually based on the gimbal mode itself. So when you because the new gimbal mode system is like internally it has so the things like fixed. Ach so, mit Fallout den Schadensabfall über Distanz. Ach so, das kann auch sein. Ach so, dieses Coning ist sowieso da und Schadensabfall über, ja, das geht natürlich auch. Genau. And auto and Stimmt. manual and all that. These are all internal gimbal Alles klar, modes. Entschuldigung. We now have like separate gimbal Danke modes für for die remote turrets as Aufklärung. well and for man turrets. So we can just make weapons which are mounted on turrets just bigger. We can just like up the lifetime. We can make their projectiles faster. Do we have lore for that? all works. So Sorry? you're changing the So ratio do we have- between I said, do we have Go ahead. lore for that? So cares the about the lore? thing We'll with write lore is the thing with lore is if we change something and we need lore to explain that, they will find a way. They'll figure it out, yeah. Right now we're not basing the gameplay on the lore. I mean, sometimes maybe yes, but it needs to it needs to fit in the whole systemic solution of flight and combat, right? So and you So- can easily explain it. You could say, hey, this is a dedicated turret. It has some really cool high pressure capacitors, just that flop the thing out faster. So I mean, Da ist mit ihm der Deutsche durchgegangen. Flop. like we can make it up. We can make it up whatever we want. We can also Good just create old- variations of these weapons, which we can attach to turrets if we want to, right? So Some good old it's up to us. nanotechnology. Okay, so It's nanotechnology, yeah. So it sounds like to me, and I agree with this, and a lot of us in the PvP space have kind of felt the same way. It's like you need to force the nature of trade combat in a sense that if I'm in a turret, I'm going to have Trade range combat. control issues on you because if you're in a fighter moving around me, right? Yeah. So we need to bring it to a place where each party is now at risk of engaging each other, right? I would So- say actually the turret should almost always outrange any kind of like fight. So, hier auch nochmal. Avenger One sagt, ey, wenn du nah genug rankommst, um Schaden anzubringen, sollen beide in Gefahr sein, Schaden zu nehmen. Also wenn du rankommst, um Schaden zu machen, bist du in der Reichweite, um Schaden zu nehmen. Und Yogi sagt, ja, ich würde sagen, Türme sollen eigentlich immer im Vorteil sein und einen Jäger wegblasen können. Fighters that are coming in. Right, they should outrange it. So the only way to get away from the turret is to either get right up on it and make it harder for the turret to track you at close range because you're creating too many deflection angles, Gotta or be because really close, but yeah. Finde ich auch wieder geil. Hier,
er sagt, okay, also dann müsste als Jäger ganz nah an den Turm ran, damit der Turm nicht hinterher drehen kann und so weiter. Und Yogi so, haha, ja, da muss er aber verdammt nah rankommen. Finde ich auch geil. Also dieses, ja, also ich habe so das Gefühl, Avenger One möchte gerne, ja, ich möchte irgendwie an den Türmen vorbei. Und Yogi sagt, ja, aber Turm schlägt Dame. So nach dem Motto. Und das finde ich einen guten Ansatz, generell. Yeah, I mean, very close, which is Ist good. die Frage, right? wofür You noch want that kind of- you wofür want noch it up in your Lightfighter da face, sind, ne? right? You can see their eyes. So now I agree with this, and I've been arguing for this. It's like Hammerhead should have higher velocity projectiles. I think some of the SIG guys tried it out on the Idris when you guys were doing the event. They increased the projectile The Idris has velocity on custom. the The, turrets. the Idris has just custom weaponry. It's. I think the weapons are a little bit faster, but these are at the moment it uses custom weapon records. I would like to go into be in a situation where that is not necessary. We actually have the proper weapons on there and not just like buffed weapons. But I mean, yeah. it's Genau. different, Yeah, Turm you sagt can tie it in nein. the power plant, right? You have a bigger ship, bigger power plant, Yeah, more sure. power to your weapons, blah blah blah, right? Yeah. But the idea is the ratio is what's in question here. So you're going to adjust it. So the ratio means that if I'm in a fighter and I'm engaging and I'm hitting you, then you can also hit me, right? Because we got to get away from this idea of I can hit you indefinitely forever and you can never hit me. And that's how we get the whole hammerhead phenomenon of forever kiting and blah blah blah. And, Yeah, but the other things which I mentioned before, they're also in addition to that, right? Like if you just have a couple of fighters, especially with anti-fighter weapons, the hammerhead will say, "Oh well, yeah." I mean, it's like similar if you if you have, I don't know, an M16 and you go to an Abrams tank and you shoot at it, the Abrams is like, What are you doing? okay, It's like, bro. right? Yeah, it's similar. Like a good case, and like from flight sims, like DCS, you can attack a tank with your 20 millimeter and a Hornet. With a tank care, no, right? You can outrange it. I mean, the tank will probably not hit back because it doesn't have any effective weaponry. But sometimes that kind of stuff happens if you have like an unequal set of like options. That Look, look, we agree on this. Like Also ich meine, im Grunde genommen sagt Yogi ja, das, was erreicht werden soll, ist gesunder Menschenverstand. Und ich möchte nochmal sagen, ich sage es immer wieder, kauft die Schiffe nicht nach dem, was gerade Meta ist. Kauft euch, wenn ihr mit Echtgeld arbeitet, kauft euch die Schiffe mit dem, wie die Beschreibung von dem fucking Schiff ist. Wenn du eine Hammerhead kaufst, steht da drin, das ist ein Gunnerboot, du brauchst da 8 Leute drauf. Dir alleine eine Hammerhead zu kaufen, macht null Sinn, weil deine NPCs, die du da drauf machst, die sind vielleicht, ja gut, dann vielleicht, wissen wir noch nicht. Kauf dir das Schiff, danach, was da drauf steht. Der Vergleich hier mit dem Panzer und so weiter. Du kannst natürlich mit dem Flugzeug versuchen, auf den Panzer zu schießen. Wahrscheinlich wirst du ja nichts erreichen. Der Panzer schießt auch nicht zurück, aber der kratzt es nicht. Und das ist genau das Prinzip im Grunde, was wir haben natürlich ein Spiel in der Zukunft und nicht alles ist realistisch und Simulation auch nicht. Es geht um Spielspaß und so weiter. Aber so ein bisschen so Grundlagen von welche Dinge gelten, die werden hier abgebildet. Und das ist das langfristige Ziel. Und da sollten wir uns alle, glaube ich, nachrichten. Und das ist das, was ich hier sehe, was hier gesagt wird. Und ich finde es so schade, super von Space Tomato, der hält sich komplett zurück hier und lässt die reden hier. Aber warum brauchen wir ein Format, wo sowas geklärt wird über einen Creator, wo sich übrigens jeder andere Creator auch gefreut hätte, wenn er aufgeschlagen wäre. Yogi, wenn du das hier siehst, komm doch mal in einen deutschsprachigen Chat und red mal mit mir. Ich hole mir noch 2 Profis dazu. Würde ich mich super freuen. Yogi, Klatt, wir sprechen Deutsch. Deutsche Community, große Community. Kommt zu mir. Ich mache dir eine Liebeserklärung. I'm 100%. I totally think it's the smart thing to do. The ratio has to be adjusted, and then obviously fighters that are I don't know why people have put me in this box saying like A1 wants light fighter meta to come back and blah blah blah. I've been always fighting for this. You know what I mean? I agree with this. Like you have an ecosystem, right? Ships engage each other. Like if I'm going to take down a hammerhead, I should genuinely, without memeing around, right? Be like, okay, we need 2 Ares, we need some ships designed to kill bigger stuff. Otherwise, what's the point of an Ares, you know? Ares heißt Widder. You know, okay. So I know for me, I don't want to live in a future where I can take out 4 Buccaneers and run around and kill basically everything in the game. And it's just variations on how long it takes me to kill them.
You know, I want there to be a place where fighters have a role. It's like, you know, but I also think if you knock the shields down, you know, on these bigger ships and you're going in for runs, I still want to contribute to the fight, you know. And I know you were talking about precision mode and whatnot. You know, going in and picking the turrets off manually, right? So if I'm a fighter, I'm not going to do a lot of hull damage, but I can come in there and knock out its starboard turrets or whatever, right? Make it easier. Just your presence there can also make a difference, right? If you just present a different target that the turrets might need to attack, this is also like a sensible way to overwhelm your enemy. But so we fixed the problem, right? So the variations, the ratios of weapon velocities and whatnot, forcing ship rolls. I agree with this. This is why I've always been a fan of master modes. The gunnery itself, though, how much skill is it? Aber da muss man sagen, er ist wirklich Fan von Master Modes. Ich habe mir die Videos von ihm angeguckt. Er sagt, das ist ein richtiger Schritt mit ein paar Fehlern und so weiter. Da könnt ihr von ihm halten, was ihr wollt und auch auf ihm rumhauen und sagen, ich mag ihn nicht und lalala. Aber das hat er wirklich gesagt. Wirklich. Also, und ich glaube auch, bei allem, wie Avenger One ist und wirkt und wie er das macht, sein Herz hängt an Star Citizen und dass das geil wird. Also, Leute, bitte Hate vermeiden. Fühlt euch doch mal in die Leute rein. Is it going to be necessary to execute on the actual using of the turret, on the actual using of the equipment, right? Why are you using the turrets? Turrets, weapons, whatever, right? And so, because we have this PIP system, which basically tells you exactly where to shoot all the time. And a lot of times people do these things called PIP chasing, right? Where they're not looking at the ships, they're not really actually gunning. Yeah. They're just, you know, there's a box, point nose at the box, pull trigger, right? That's me. Is this the gunnery system that we're staying? I'm talking about the HUD elements and how it's functioning rather than the balance of the weapon tuning. I'm talking about what's being visually given to me as a gunner or as a pilot, lag lead PIP systems, that kind of stuff. Is that sticking around, or have we considered a different gunnery system to achieve the goals that CIG wants with closer range gameplay, more cinematic, that kind of stuff? I mean, okay, where do I start with that? In general, the guns that are firing, right? The bullets have a velocity. They leave the barrel, you cannot change them anymore, right? Which means if they don't have infinite speed or close to infinite speed, let's say, I don't know, I mean, 3,000 meters per second is not infinite, but you know what I mean, right? Like it's basically hit scan then. Then you need to aim ahead of where you want to be, right? And this is like one of the most fun points that we have in our space combat system. I do agree with you. I don't think, well, in some regards, that this is not really optimal. The problem that I have with the current layout of the ships is like sometimes you have a ship with 6 hard points. If you're not an experienced player and you want the full, you know, control over it, you can put 6 different weapons on it. In the live model at the moment, because you only have 2 weapon velocities, that's fine. In the new gunnery system, you have 6 different pips then, right? Because if your ship is pointing somewhere, you need to aim and shoot in the section of the space where you predict the enemy to eventually catch up with this thing. So that is going to stay. For me, from a design perspective and so on, I find lead pips not very good. I think we should use leg pips, but just really only because Also, er findet Lead-Pips nicht gut, weil du dann vorne auf das Dingen zielst. Ne? Von einer Designperspektive. Ich kann es auch verstehen, und das kommt, glaube ich, auch gleich, weil eigentlich ist es geiler, das Schiff anzugucken. Someone clip that. Lead-Pips sind die dahinter But the reason liegenden. is simple, because if you fire at lead pips, then your whole visual attention is on a point in space, and you just overlay this with a crosshair. If you on leg pips, you're actually painting the target. You're looking at what the target does, which is much better. Now, we can talk about weapon tuning and so on, but the problem with like having slow weapon velocities is that due to our cockpit design in certain areas, you will not see where the ship is, right? Like, because if you have a small cockpit and so on, and you go leg pips, like sometimes leg the pip is honestly M50 as well, right? Yeah. It's the same thing. It's like, hey, let's make a Formula One cockpit, but let's just ignore that the player or the pilot actually needs to look outside. So this sometimes happens, right? But I mean, like in terms of VET back then, we also made recommendations how the design of
ships should be, and future ships are going to have at least an 16-degree wide cone where there's nothing in front of you, right? So you can actually see a little bit more of the world outside, right? But something like the M50, I mean, the M50 is not a combat ship. It doesn't matter that much. But in the M50, I cannot look outside. Even in the old Hornets, I cannot look outside because the seat is really, really close in, right? But that aside, Passiert, dass man sich I do davor agree that designt. like lag pips are more suitable. So now I think what you're going up to is are you aiming towards aim assist mechanics or something like that? Is that what you want to go for? Oh, hold on. So I want to understand, like I said, but you kind of answered, like we are staying with the lag pip lead pip system, right? It's just as far as I understand it, from your perspective, tell me if I'm wrong here. You want higher velocity weapons so it reduces wiggle, right? Because higher velocity weapons are easier to track. So you want high velocity weapons relative to the speeds of the ships. So you want close range, you want high velocity weapons, and you want low overall ship speeds. Now you can achieve all three of these things, but the problem is with the lag lead pip system, it just becomes, how do I say it this way? Like a game of chasing the little dot, right? Yeah. Let me show you an example here. Also langsamere Schiffe, schnellere Schussgeschwindigkeit und enger zusammen. Which you've probably seen before. Tell me if this comes through. It does. Did this come through? Okay, so yes. This is a gunnery system example. I'm not saying we go make Star Wars squadrons, right? But my speed's at 158. I have no lag pip, lead pip. I have a bore sight, like a typical gun system you'd see in typical World War II. I have high velocity projectiles and I have low relative ship speeds. But the reason why the gunnery feels good in this game is because I don't have a lag pip, lead pip. I actually have to get visual on my target before I even want to do anything with it. And what happens if you're on target? Well, so there's a little bit of fixed assist. You know, you have high velocity weapons, so the lead angle isn't so dramatic that. Ich finde, also jetzt kommt hier ein Beispiel von Star Wars und Yogi grinst schon wieder, weil er sich darüber auch schon Gedanken gemacht hat. Ist für mich, also von der Körpersprache her, von der Mimik. Und dann sagt er, ja, okay, da gibt's keinen Pip. Du musst halt drauf sein, du musst das Schiff angucken, dann kannst du ballern. Und dann gibt es wohl eine kleine Zielhilfe, die dann dich ranzieht. Und ich finde, Yogi hat schon so, ja, das haben wir auch gesehen, darüber haben wir auch nachgedacht. Ich finde, also von der Mimik, von der Körpersprache ist es so, die wissen, was sie tun. Ich bin richtig confident, richtig zuversichtlich, dass die genau wissen, was die da machen. Yeah, but you have aim assist in there, and they will fire at the lead pips. Of that. They will fire at the lead but pips. You don't have to visually show that to the pilot, is what I'm saying, right? And so this is an example of something that achieves all the goals that it seems like SIG wants for the more cinematic experience. Like obviously this guy's not very. Why not want the choice of seeing the pips though? Das ist eine gute Frage. Entschuldigung. Das ist eine gute Frage. Space Tomato, die ganze Zeit nichts gesagt und stellt eine richtig geile Frage. Warum nicht einfach entscheiden lassen, ob du die Pips siehst oder nicht? Dann, in dem Fall. Warum nicht einfach entscheiden lassen, ob du die Pips siehst oder nicht? Und warum soll man die Pips nicht sehen? Well, the problem is, if you see the pips, here's the thing. If you see the pips, you're going to start engaging from dramatically longer distances because you're not looking at the target. You're just looking at the pip. But that's, again, most people just look at the little dot, pull onto it, and fire, regardless of what's going on in front of them, because they don't care. Like, they just see the little dot, they pull onto it, they pull the trigger, and they let the game figure it out. But to me, that sounds a bit like maintaining this idea of the player's skill and knowledge still has to be there to help them be the most effective in combat. You still have to know what your combat ranges are. To some degree, but with dramatic, like, I mean, okay, so let me give you this example then, right? So we talked about the singes, and Yogi even said, like, yeah, it wasn't really good. I mean, everyone who played back in the day when the weapons were basically hit scan, we all kind of laughed because no matter what you did, you're just getting hit no matter what. We're still watching the Dogfighter, by the way. I don't know if you know. Sorry, I apologize. I want to see your pretty face. Come back. Stand by here. Oh, there's it's thousands Yogi of again. me. What the hell? No, you said pretty face. Just change the name over there real quick. So, I'm sorry, what was the question? My pretty face got
Oh, It we was were talking about lead the pips and lag pips. pips and whether or not we're Yes. using pips or not. Right. So, yeah. So yes, you still have to know your ranges, right? But my argument is the ratio that we currently have. Again, the ratio is changing, right? But this is an example of why I think there's been so much uproar, especially in the PvP side of things for the current tuning, and why a lot of Und ich mag deine Attitüde nicht. Ich mag deine Attitüde nicht, Real Rumbalotta, hier reinzukommen. Das Erste, was du sagst, dass du den nicht magst und ihn dann als Klugscheißer das ist geblockt worden. Dafür ein kleiner Timeout von mir. Die Attitüde, das geht so nicht. Und also, was du noch geschrieben hast, habe ich geblockt. Ne? So, weiter geht's. newer players are like, this is great, is the disparity between weapon velocity and range compared to ship speed. And because we have a lead pip, it just tells you aim there, fire, right? Whereas if you don't have that, you have to look, like, first of all, you have to see your target, like, visually, which means you're going to get closer anyway, and then you have to actually aim onto it yourself and look at your, like, fall of shot, which is what you'd expect in a World War II dogfighter, which Chris, I know a lot of times has been like, I want my World War II in space and this and that. And yeah, people are going to complain, oh, where's my lead? Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss den Hund nochmal zusammenscheißen. Hier gibt es nochmal eine Runde Loot und dann bin ich gleich wieder da. Piratenersatzteile für alle. Jetzt gibt es Hakenbeine, Ist jetzt Klapphände Ruhe. und Holzaugen. Jetzt ordentlich durchlooten, Beute machen. Platz machen und Schnauze halten. Du bist hier nicht der Chef. Haben wir uns verstanden? Es reicht jetzt. Das mache ich hier nicht jeden Tag mit. Psst. Ruhe. Ach, es ist ja so schön, wenn sie groß werden. Genau, vorm Beleidigen erstmal Hallo sagen. Das ist richtig. Halte ich für Gerücht, dass er nicht der Chef ist. Das kann sein. Schön. So. Er hat nicht den Redestein. Du hast nicht den. Du bist nicht dran. Deine Bellzeit ist vorbei. Habe ich einen schönen gehört. Wie nennt man ein Möbelstück, was nur einmal bellt? Das ist ein Einbauschrank. Egal. Ach Gott. So, jetzt, ich hoffe, wenn er gleich nochmal, ich muss den zur Ruhe bringen. Das kann nicht sein. Der seit 3 Tagen macht er hier jeden Tag Terror, wenn die Olle nicht da ist. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Auf die stille Treppe. Der ist auch süß. Aber er ist ein Hund. Du musst dem, das kann nicht sein, dass der hat keine Narrenfreiheit. Der hat keine Narrenfreiheit. Geht nicht. Geht nicht. Für den Spruch setzt du dich jetzt. Hundeschule haben wir gehabt. Das ist jetzt, der ist 1,5. Der hat jetzt die wilde Zeit. Der hört. Also Sitzplatz und so weiter, das kann der alles. Ne? Und Pfötchen geben und stupsen und so Abrufkommando, alles gut. Aber leider bin ich nicht der die Dosen aufmacht. Und Frauchen ist das Best. Frauchen ist best. Ich schütte mir mal irgendwas zu trinken rein. Ich lasse euch noch einmal looten, für den Fall, dass das nicht angekommen ist. Piratenersatzteile Das einzige Leben mit freiem Willen ist die Frau. Das stimmt. Das stimmt. und Augenklappen. Ah, der meckert wegen Avenger One. Ja, genau. So, also nochmal, bitte. Es hat keinen Zweck, den Leuten hier in der Avenger One, ihr mögt den nicht, okay, einer mag den nicht. Ich mag an dem, dass er brennt für das, was er tut. Und das auch verteidigt. Und das nennt man Diskussion, Kritik, Meinungsäußerung, ne?
die Art und Weise, ich finde nicht gut zum Beispiel, welche rhetorische Mittel er benutzt, aber der Mann an sich, er hat ja recht mit dem, was er sagt oder wie er es sagt. Ob er mit allem recht hat und er will einfach, und deswegen sitzt er da, er hat eine Reichweite, er kann das auch und es ist absolut legitim, dass sich die Leute da zusammen unterhalten. Ne? Ja genau, beleidigen geht halt nicht. Und dann nicht hier reinkommen und da muss man sagen, dann kannst du hier Supporter sein von Gux ist egal, geht nicht. Ihr kennt mich, ihr wisst, das geht nicht. Ne? Deswegen. So, ich mag auch nicht alle. Es ist so. Aber hier muss ich sagen, er brennt. Er macht Content, er versucht eine Besserung herbeizuführen. So. Aus seiner Sicht eine Besserung für uns alle. Ja, gut, könnte man jetzt auch sagen, dass der ein oder andere Diktator das auch ursprünglich vorhatte. Boah, Fresh, guck mal. Achso, Fresh Ice One. Ich dachte jetzt Fresh Ice. Ich habe schon gedacht. Fresh Ice One. Wenn du Flash Ice One. Genau, die Masse muss bedient werden. Wir machen mal weiter. Also, das Video werde ich hier komplett hart einkürzen für YouTube. Ihr könnt das später auch noch gucken. Solltet ihr gleich mal in eine Kaffeeküche müssen oder so. Werde ich komplett hart auf die ganz Kernsachen. Ich mache mir hier Notizen. Werde ich komplett hart einkürzen. Es wird harte Schnitte geben auf YouTube mit den Kernaussagen. Viel wird weggelassen, wie das jetzt zum Beispiel. Wir machen mal weiter. Ne? Oh, Sie-Armleuchter ist teuer übrigens. Höflichkeit, Sie-Armleuchter ist teuer. Da wäre ich vorsichtig. Höflichkeit ist teurer als Rudeness. So. Pips is Weiter geht's. $29.45. Look, I Okay, mean, just to stop you there, it's I'm not married to the idea of having a pip system. I'm fine if we go without. In fact, like a lot of the UI changes that we did recently was to reduce pips. But at the moment, we do have still a lot of different weapon velocities. And there's also things like, if you are sitting in a ship that's being used to take down large ships, let's say the Ares Iron, right? So currently what we see internally is that you would use the Ares Inferno, for example, to do run-ins with the Gatling because it basically has a pretty widespread and you want to have it concentrated on subsystems, right? You would go in with that fire. You would use the iron actually from a bigger distance, right? But you need to be able to predict where you have to shoot in order to hit the target from a long range, because that gun, in terms of projectile velocity, won't be very accurate, right? But we can easily tie that to something else. I do agree with you, for example, that maybe if you have like a gunnery system where you want to make sure that you cannot just like sprue like at the targets from miles away, we can easily like do that. Like in our CitizenCon talk, I had this thing with the cone, right? And the size of the target and when it matches the cone of the thing. Mm-hmm. We could, for example, show pips or actually calculate any kind of like pips or show visually the pips only when we're inside that range. That is no problem, because then we have a relationship between what the spread of the gun is, how big the target is, right? So I'm not opposed to that at all. It's just like from what we have right now, the new gunnery system needed to support the current stars as an experience. What we're going to do with that in the future, if we think we don't want pips, we just want to do the visual aiming thing, that's absolutely fine, right? Like I don't necessarily say that's a bad idea. We could also maybe just have the pips just in precision mode or something like that, like because the precision targeting, for example, in an Ares, like the Ares doesn't have it. Aber er sagt ja jetzt, also Yogi sagt, also wir können das so machen, sie wissen es also nicht, also dieses PIP-System. Ich glaube, das ist bei denen gerade noch also das fühlt sich für mich so an, als wäre das PIP-System gerade noch in der Arbeit, so im Kopf auch. Yogi sagt ja auch, diese Lead-PIP findet er nicht so schön, Leck-Pip besser, weil du dann auf das Shift zielst. Auch für das Precision Targeting zoomst du ja ran. Dafür sagt er, dass man da vielleicht die Pips sieht, wo du genau hinschiebst. Das hört sich für mich so an, als wären sie da noch nicht am großen Bäumchen angekommen. Heißt bei uns großes Bäumchen, kennt man das? Außerhalb von Ruhrpott, am großen Bäumchen angekommen. Also da, wo das Ziel ist. The big Yeah, doesn't have like a big. Good, yeah. Doesn't have a gimbal to yeah. So that would be that is perfectly fine. That works for me. But this is also something
I like the idea, right? We can also like ramp up the aim assist or something like that based on distance. It's also all not a big problem. It's just like we didn't get there yet, right? Yeah, it sounds Yeah, like so there's I- still. It sounds like there's still a lot more work going into the gunnery and master modes after 323. Yeah. I mean, Yeah. the main thing for gunnery for 323 is that we're replacing the current system that we have in the game right now. Like the thing that always annoyed me is, again, the areas, right? You put your target or you put your crosshair on the pip and at the target in front of you, and all the shots are passing it from the right to the right side, because the pips in the legacy system, they don't show you where you need to aim. They show you just where the perfect pip is, but the new gunnery system shows the pips in relation to where the weapon needs the pip to be. So basically, we project it onto the crosshair. So when you now sit in an Ares and you have a target in front of you and you align yourself with the pip, you will see that the pip is a little bit a move to the left of a target. And when you then overlay it with the crosshair, you get a direct hit on your target. And the old gunnery system didn't do that. The old gunnery system also didn't support things like gimbals on turrets, which the new one does. Because without gimbals on turrets, we cannot use precision verstehe targeting, right? tatsächlich Because nicht precision alles. targeting is basically the replacement for auto gimbals. So when you have your crosshair and you paint somewhere where you want your shots to hit, like all you need to do is you paint the target, but the gunnery system will take the exact point where you're aiming at, and then gimbal or lead the shots itself. So basically, if A1 is flying in an arrow, going so. from left to right on my screen. Ach so. Der Gimbal zeigt dir jetzt an mit dem neuen System, da wo du treffen möchtest auf dem Schiff. Und das System sagt dann deiner Kanone, du musst aber noch ein bisschen nach links. Also der angezielte Punkt ist mit den Gimbals. Die Möglichkeit ist jetzt so, du schießt tatsächlich auch dahin, wo du triffst, und die Kanonen rutschen so ein Stück zur Seite und schießen das Ding raus von der Physik her. Junge. And I follow him with my crosshair. My gimbals will point to the left to the left, and when they fire, they're trying to intercept the target, right? But in order to do that, you need gimbals, and turrets didn't have gimbals so far. So anyways, so that is like what the new aiming system is really about. It just gives a lot more flexibility and also a lot of more descriptive values for networking, because we had some really odd cases where you would sit in a turret and the network, like on your client, you were in your fixed turret mode. On the network client on another machine, it would say, oh, it's a fixed mode, and then you suddenly have different aiming solutions and so on. So new aiming system streamlines it all, but it doesn't mean that the aiming system is done. Like we can absolutely go through variations with like different. Auch hier wieder die Information, also es gibt seltsame Sachen mit dem Netzwerk, also die Informationen, die übertragen werden, dann stimmen die Daten nicht und so weiter. Mit dem neuen System, vielleicht auch, weil alles langsamer ist ein bisschen, also der Flug, und wie sie es einbauen. Master Modes wird ja wahrscheinlich, geht ja nicht nur darum, alles langsamer oder anders zu, wahrscheinlich haben sie unten drunter das System auch sehr stark angepasst, wie Daten da verarbeitet werden, wann die Informationen zwischen den Clients hin und her, also zwischen Client-Server, Client ausgetauscht werden. Da gibt es ja bestimmt noch viel mehr, wo wir null Plan haben, was und warum da passiert. Ich kann da nur sagen, hört sich nach Developer-Shit an, der geiles Zeug ist, wo wir einfach nicht reingucken können. Wo wir einfach nicht wissen und nicht wissen können, was da abgeht. Und sie schrauben halt noch rum und können alles Mögliche ausprobieren. Und sie sind da noch nicht. Und deswegen auch nochmal zurück zu dem, wo ich denke, wo wir jetzt gerade sind, zurück zu dem, sie bauen das jetzt für PvE. Es ist doch, das habe ich letzte Tage schon gesagt, dass es im Master Mode sich dann aussieht, wie als wenn sie es für PvE bauen. Erstmal und dann. Und das ist der Fokus. PvE ist der Fokus und PvP kann sein, muss nicht sein. Wir werden sicherlich in 323 viele Probleme haben. Auch wir Piraten werden Probleme haben. Da wird es eine Durststrecke geben, aber ist halt so. Was soll's? Das ist dann der Weg. Das ist dann der Weg. Tunings with different elements that we're showing. Actually, I always like doing running tests where I just hide elements that players rely on. It's really, really fun. I want to turn back to master modes to talk a little bit about
how it was brought into the game. It was originally developed for Squadron 42. That was you guys kind of introduced it, and has been brought over to other ships for Star Citizen. Honestly, faster than I thought it would be. I thought we were going to be waiting quite a while for all the ships to change over. But what kind of tweaks and changes in either the functionality or the design of master modes did you have to make when considering the difference between Squadron and Star Citizen? Okay, so the very first prototype of master modes was actually not in Squadrons. It was we developed this directly after we released 3.14 because we were sure we wanted to reduce the speeds. But after that, the production for Squadron 42 really ramped up, and they needed help with the flight system, which is why we did the rest of the development in Squadron. Okay. So at some point we had the tuning in there, and the tuning was actually quite close to what we had in 3.20. But when CR announced on the CitizenCon that we're moving all that stuff, or that master modes and all these other features are not gated by the Squadron release anymore, we then started moving this over. But at the same time, we were aware about the worries. Oh, this is a single player tech thing. It will never work in multiplayer, right? So of course we had the same worries, right? But this is also why we then started to push out like the test environments in 3.20, 3.21, and 3.22. And specifically in 3.22, we did a lot of smaller tweaks. I mean, I don't know, like A1, how many of these different about 3 or 4 releases did you play, right? Like there was like we did a lot of smaller changes, right? Mm-hmm. And like some of these changes which we did in there, we were pretty sure, they're not going to work. Let's put them in anyways and see what the data says, right? So in this regard, the current iteration of master modes is more PvP focused and is a little bit ahead of what we have in Squadrons. But the tuning process is actually quite intense. So when we changed the flight tunings for 3.2.1, like we basically said, like the way how the Squadron model had become wasn't really suitable for what we wanted to envision, because I mean, it's like, I would agree with you, A1, like for example, the over reliance on boost for certain maneuvers we found too high. The Squadron model, the initial one, had like, on the Gladius, for example, had 5 Gs left and right, and you boost, you get 15, right? So it was enough to jump out of the way and be evasive, but it was always like, maybe it's a bit much, right? So that's why we cut down the numbers, and the tests we did in 3.2.1 were basically just based on modifiers. So because it needed to be fast, and we wanted to iterate faster with it, so we created a custom record for that ship, then brought up our like, we have a so-called vehicle inspector, which we can bring up, which actually also like PET can bring up in live builds, and it reads out the current tuning of the ship. So we know exactly from what ship how many Gs it can pull, because this is not data we actually set in the game data. This is a outcome of the potential of the thrusters against the mass of the ship, right? And then we basically took these numbers and we're like, okay, let's just start from scratch. Gladius, let's say, I don't know, what is it, 13 Gs forward or something like that, 20 under boost. It's quite a lot. But one of the things we wanted to achieve there is that when you fly forward and then you turn around and go the other way, we wanted to have a faster reaction and not just drift forever backwards before we go forwards, right? That was like one of the decisions we made in this tuning. And from basically there, we just iterated and went on. So the Gladius, we at some point when we tested internally, we were reasonably happy, and then adapted the tuning, or basically moved the other ships in relation to that. But we used a non-proper tuning methodology there, which is more like, let's just change the modifiers of the existing ships, but it didn't change the tuning. The ships that are now getting tuned in for 3.2.3, they actually have proper tunings, because a proper tuning means we're not changing modifiers, we're actually changing the thrusters. So, and this is also like why the process for 3.2.3 is actually quite deep, right? Because every single thruster needs to be, or almost every single thruster needs to be adapted. If you, for example, look at the layout of a Gladius, has almost the same thrusters on like bottom and top and the sides. So these they have different thrust capacities compared to the 3.2.1 Implementation. So, und hier, was man auch immer mal wieder nochmal in Consideration nehmen muss, diese ganzen Thruster, das ist ja total irre in Star Citizen. Das ist ja nicht so Magie, sondern das ist ja wirklich so gemacht, ja, diese bescheuerten Thruster die Masse von dem Schiff irgendwie bewegen. Und alles wird gesteuert über dieses IFCS.
Steuersystem, was irgendwie ein zentraler Computer ist, deine Eingaben in die Bewegung von den Thrustern umzusetzen, die dann die Bewegung von dem Schiff beeinflussen. Und das ist schon alles funktionabel, ist das so was wie Bauchnabel, funktionabel und geiler Scheiß. Irre, was die da machen müssen. So anyways, so how does that compare? Well, at the moment, the 3221 or PU model is more ahead of what we have in Squadrons, but we will, like whatever we end up in Star System, we will likely port back to the Squadrons, at least for the ships that you can fly in Squadron. Okay. Yeah, that's honestly the bit about the thrusters, all of that was kind of what I was imagining when you guys talked about moving all of it over to the Star Citizen ships. And when it was finally revealed you were wanting to get a first pass in for 323, I was like, whoa, that was fast. Yeah, well, it's was bound to happen. The problem is if we don't enable the system, we just keep dragging legacy around. Sure. And Yeah. we hate that because it means like you need to support two different tuning systems at the same time. This is why in 323 we're having the weapons in there. Und das ist auch richtig so. Und das haben sie gelernt. Und du kannst Legacy Systems, also Altlasten, es wird dann in 323 erstmal schlimm werden. Auf so vielen Leveln. Ich bin sicher, 323 wird sich durch alles, was wir bekommen, wird sich richtig schwierig anfühlen. Von EVA bis Flight Model. Und viele Sachen werden seltsam sein. Aber wir müssen, wenn wir 323 bekommen, müssen wir da durch. Und es ist wichtig, es ist einfach wichtig, dass die das jetzt rausbringen und wir das einfach mitnehmen und wir da mitgehen. Ne? Unausgewogen, genau. Wichtig ist aber, das ganze Legacy-Zeug, wie er sagte, dass du nicht zwei Sachen pflegen musst. Das Schiff ist aber noch alt. Das haben sie gehabt mit Panels, mit Knöpfen, mit irgendwie so. Und das ganze UI wird ja ausgetauscht auch. Also das Grobe, das meiste vom UI wird ausgetauscht. Ich habe jetzt schon letztens gehört, dass das nicht mehr so ist. Wir werden sehen. Das ist wichtig. Ich finde das gut und wichtig. Having a first pass of master modes in there, I guarantee you it's not the last one. There will be more actually. So there's always like opportunity to change a couple of things up. Whenever I hear Legacy and Star Citizen, all I can think of is the use button. That thing was, oh my gosh. Use button. So- You don't like interaction mode or what? No, just everything was use. I didn't know what that meant. 3.0. Everything was used. Use thruster. Yeah. All right, so you're getting all these ships over. Like you said, the thrusters are specific for their sort of application in the game. One of the biggest places where we're getting a lot of like questions and concern from are people who are flying industrial ships, larger ships, your Caterpillar, C2, whatever it might be. They have a lot of concerns that they're not being as considered when it comes to master modes. Do you have, I think you talked about this on Star Citizen Live actually, but do you have comforting words for them that you guys have put a lot of thought and tested their situations as well? Don't worry. I mean, is all I can say. The thing is, so we have this little. Okay, so everybody who listens to me, don't misquote me here now, right? But between Get your Rich pens Towler out. and me, we had a disagreement what actually means industrial. From my point of view, right? Because I'm focusing on space combat. There's no such thing as a combat ship, as a non-combat ship, right? Because all ships can be in combat. So we need to we need to treat them fair, right? It's not like, hey, you're flying a. Auch eine geile Aussage, ne? Also, es gibt kein Nicht-Combat-Ship im Grunde genommen. Also alles, auch die großen, die Capitals oder die Transporter und so weiter, die haben alle eine Knarre dran. Also gibt's ein Schiff, wo keine Knarre dran ist? Also wo nicht Combat. Und selbst wenn da keine Knarre dran ist, hat das Schiff ein Schild oder eine Panzerung. Im Grunde genommen, ja, genau, keine Knarre dran, aber Schiff immer noch Schild und Panzerung. Im Grunde genommen auch, das Ding ist Combat oder kann Combat abkriegen. Worauf er hinaus will, ist ja, dass sich auch darum gekümmert wird. Und don't panic.
a container ship and I'm coming here with my arrows. I do put two shots and you're blowing up or something like that. Of course not, right? Like we need to make sure that the turrets and the defenses of these ships actually give you enough to work with. Remember earlier when I said like these size 3 shield generators, they will be very resistant to like fire from anti-fighter weaponry, right? That is part of the equation here, right? So I wouldn't worry about that. The current flight tuning that we did, and although we're using like combat-specific names, we're not specifically tuning ships for combat or non-combat. Sure, there are combat ships. The Gladius is a combat ship, right? It's a light fighter. Gladius. But we're also using archetypes for non-combat ships. We're using our combat-named archetypes for non-combat ships. An archetype for us is not a role description. Like when we're giving a ship a light fighter tuning, it doesn't mean it's every ship that gets this tuning is a light fighter. For example, the M50, it currently has an interceptor tuning. Is the M50 interceptor? No, it's a freaking racing ship, right? But the properties are similar. We could have called these archetypes also something like light fighter would be something, a light ship that can quickly change its velocity vector. Has a certain ring to it, or we could just call it light fighter. The Aurora, for example, internally like has a light fighter bomber archetype. It doesn't mean the Aurora is a bomber. It just means the Aurora has a tuning that trades agility for durability. Got to make the Aurora a bomber for at least one update. I have Okay, sure. question real quick here. Just some armor. Also, das ist die Art, wie die ziehen. Welded on there. Und nicht. So das. Okay, vom archetypes. Archetypes. Yes. Can I, for my own mental sanity, get a little clarification on this? So Sure. when we're talking archetypes here, obviously the interceptor archetype right now is doing very, very well. Obviously, it's going to change. We're going to tune some stuff around. In your opinion, how much does the role and archetype of the ship affect whether or not it's a win-loss? So, for example, right now, right, again, this is tuning will change, but for example, right now, the light fighter tuning, you know, if you take an interceptor and a light fighter, obviously the Buccaneer, even as an interceptor, is winning because of its current balance. But if I'm in a light fighter and he's in an interceptor, or he's in a medium fighter and I'm a light fighter, if the advantage goes, like if I'm in a Gladius fighting a Hornet, the advantage goes towards in a duel the Gladius. Is that going to make up a larger percentage of whether or not I'm going to win or lose compared to the flight player skill side, right? So if you have 100% points to win a fight, 50%, like in live, 90% of that calculation is based on whether or not you are a good pilot. 10% is based on your ship weapons type, all that stuff. I agree. That's too high. I would rather say it also has to do with the ship size and the profile and so on, right? I'll Because in the also current say- live model, there's no space for medium and heavy fighters, except I'm for the also gonna Hornet. But the say- Hornet In is live? basically buggy. In Server live? stability? Anybody? In live, the meta is Hornets, which are mediums. Yeah, but the Hornet is currently buggy, right? The Hornet has there's a lot of buggies. No. But seriously, like what happened to the Hornet is when Habt ihr gehört? Also, die Hornet ist Meta, weil die Hornet ist buggy. Ne? Nur mal so zur Info. Für die ganzen Hornet-Piloten, die jetzt übrigens die Gelegenheit haben, demnächst die MK2 zu kaufen, offensichtlich, die geleakt wurde. Da nochmal ein kleiner Hinweis an die, die ihre Portemonnaies nicht festhalten können. Ne? Da soll angeblich, also er hat jetzt gesagt, die Buggy ist ein bisschen buggy. Der eine oder andere könnte meinen, dass er... Ich möchte das nicht weiter ausführen. Den Rest müsst ihr euch denken. Ne? Also. we had to update the way how thrust capacities are calculated because of the Fury, because the Fury has this gigantic like what's it called, this thrust vectoring thing. Yeah. And it broke the Hornet, and we didn't notice, and then we were like, we should fix it, and then we forgot to fix it. So the Hornet is not the Hornet is. We forgot to fix it. Not representative of what it was supposed to be, right? Supposed to be, So- but it is winning based on its current tuning. It is right? winning Just because it has too many Gs and too many weapons for how many Gs it has. That's the problem with the thing. It's super fast. But the point is, Yeah.
how much of that calculation do you envision is based on your skill as a pilot rather than the choice of ship? Because right now, Master Mode, it seems like the dominant calculation is based much more on the ship choice rather than, which is representative of like you want ships to be in roles. But if I'm in an Aurora, right, and I'm up against a average pilot, am I going to be able to defend myself against a Hornet? Because, you know what I mean? Like, You just pointed to pretty much the hardest problem we have to solve, right? So the archetype tuning is essentially no. The archetype tuning is just a starting point where we envision how the ship is supposed to fly and feel. Well, not even feel, right? But how the general properties, where we're starting. Let's talk the tuning process for the Gladius, right? So, bevor die hier weitermachen, möchte ich auch noch mal ganz kurz meinen Senf dazugeben, weil das nennt sich ja hier React, ist ja Veredeln von Content. Heißt so. Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, Archetypen haben sie jetzt gemacht. Also Archetypen sind dafür da, die Schiffe, wie sie sind, in bestimmte Rollen zu kategorisieren. Das ist nicht dafür da, dass alle Schiffe, die in den Rollen sind, genau so sind, sondern erstmal nur, um die in so einen Trichter reinzukippen und unten kommen Schubladen, mit denen fallen die ganzen Schiffe in die Schubladen rein. Hier möchte ich mal sagen, warum passiert das erst jetzt? Warum passiert das erst jetzt? Warum wird das so jetzt nochmal hervorgehoben? Warum sind die Sachen, es steht ja, wenn man in die Chip-Matrix guckt, steht ja die Rolle. Roll, Light Fighter, lalala, Bomber und so weiter. Das ist jetzt nicht ganz genau der Archetyp, wie sie ihn jetzt hier beschreiben. Zum Beispiel haben sie gesagt, Light Bomber wäre eine Aurora, obwohl die keine Bomben abwirft, aber sich halt fliegt, Agilität zu Haltbarkeit und so weiter und so fort. Warum dauert es 12 Jahre, bis wir jetzt an dem Punkt sind? Das finde ich sehr bemerkenswert und das möchte ich gerne ankreiden, dass wir hier eine Kernkomponente von Star Citizen verpennt haben und dass man vergisst, dass die Hornet overpowered ist bei G und Waffen. Naja, aber ja, egal. Wie dem auch sei, das ist nur so mein Gehirnschmalz, den ich gerne dazugeben möchte an der Stelle. Weil das finde ich wirklich, das ist etwas, was ich sehr stark bemängle und wo ich glaube, zu wenig Selbstkritik da ist bei CIG, um zu adressieren, dass man da sich, ja, ich weiß es nicht, ne, dass man sich da nicht so selbst in der Verantwortung sieht. Die sollen einfach mal aufhören, Archetype zu sagen, sondern einfach von Eigenschaften Preset aber ist ja egal, wie man das nennt. Busero ist im Grunde genommen ist scheißegal, wie man nennt. Es geht einfach darum, das endlich mal in Formen zu pressen und dann von da ausgehend dann nach oben, unten, seitwärts, rauf Sachen anzupassen. Überhaupt hier das ganze Flugsystem jetzt es hat sehr lange gedauert. So the Gladius has like the Gs, we just set them up, right? We said, oh, you know what? We started at like 8 to the sides, and eventually we now have like a more spheric or circular things for the strafe and pretty decent forward acceleration. Now the thing with the Gladius is it has a very different pitch yaw rate, right? So it has 70 on pitch and 45 on yaw. That's a huge difference, right? So that is not the archetype tuning for that ship, right? The archetype tuning is rather, so if you take 70 plus, like we have like an overall attitude change degree of freedom thing. So let's say 122 degrees, and then some fighters might make it like, oh, let's split that thing 60-60. The Gladius does it with 70-45, right? It means the Gladius is harder to control because you need to roll to get the advantage of actually using the complete pitch rate, right? Mm-hmm. So, but that is just specific to that ship. Other ships that are also light fighters might do it differently. So there's like, and so these properties are a value of the ship. Also, there are things which are really hard to control with tuning. For example, the overall shape, the Gladius or the M50, right? If it looks at you, it's kind of like very small and you cannot really hit it, right?
Gotcha. What's the name of that alien ship that basically from the front just looks like a big the Kultur, right? It is so easy to hit, right? Right. So, yeah. and of course, the Kultur has an archetype, and there's another ship with a similar archetype. But of course, these ships they fly completely different to each other, right? So I would not necessarily put the archetype as a thing that basically tells you how successful are you going to be with it. What I would like to reach in the future at some point, and we're not there yet, and we're still a while out from that, is that every ship has its like properties, and if you want to fly the ship to the maximum performance, you have to learn the ship itself. You have to learn about the flight dynamics. You have to learn later about how the jerk reacts and so on, right? You have to learn how the rotation rates can be taken. Maybe there's a thing how fast boost spools up or so. But there's a couple of things which we would like to add at some point that make sure that we get to that kind of like deep gameplay, so that you just don't so that you have to learn more about the ship. So when you ask me now, should the archetype be defined or define if you are successful in that ship, I would say not necessarily. Of course, there's a couple of like, let's say, obvious things. I would like to be in a situation again, if you fight against a heavy fighter and you fly a very light fighter, that you have a good chance, right? At the moment you don't, because the heavy fighters will just go backwards and decrease then the angular requirements to get the nose on you, and then you're basically are on the receiving end of these massive guns, right? So that's not true, though. That's not true, because that might be what your data is showing, but that's not what's happening. You take any great pilot, and they're going to 1v1 a hammer, like a Vanguard, not in master modes, not a chance. Not a chance. Like, not a single person AVS is going to win a duel against me if I'm in a Gladius and they're in a Vanguard. So the stats you're getting, I don't think are accurate, because... Okay. Das ist eine steile These. Ich spule mal zurück, was er gesagt hat. Massive guns, right? So that's not true, though. That's not true, because that might be what your data is showing, but that's not what's happening. You take any great pilot, and they're going to 1v1 a hammer, like a Vanguard, not in master modes, not a chance. Not a chance. Like, not a single person AVS is going to win a duel against me if I'm in a Gladius and they're in a Vanguard. Okay. Keine einzige Person, der in einer Vanguard sitzt und er sitzt in einer Gladius, kann ihn besiegen. So the stats you're getting, I don't think are accurate, because what's happening is, like, especially in atmosphere. In atmosphere, you could make that argument because everything is even more condensed down to lower speeds, right? The Vanguard, regardless of backstrafing or not, like it's not winning that fight. Like, the Gladius is going to get behind it. It's going to just sit on. I mean, I've done it on stream so many times. I mean, I'm never really afraid of Vanguard pilots. So the stats you're getting are Vanguards getting kills on people who are either. Aber er sagt ja jetzt Master Modes, ne? Nicht das aktuelle, sondern Master Modes. Er hat keine Angst vor Vanguard-Piloten, weil er sich dahinter klemmt in Master Modes und die wegbrät. Not paying attention. Aber hat die Vanguard nicht einen Turm? Sind da nicht eigentlich 2 Leute drin? 2, still learning the system, obviously for obvious reasons, or 3, getting in a group together in atmosphere and just primarying one guy at a time and just shooting them, right? So if you're gonna make an archetype and change the tuning, it's like, this is sometimes what makes me. Und da will er mir erzählen, dass One-on-One. Ja, genau, One-on-One. Aber die Vanguard ist kein Dogfighter, ne? Die Vanguard ist, da sitzt er an einem Turm und dann drehst du die Vanguard so, dass der Turm den Typen hinter dir umlegt, oder? Bin ich doof. Die Vanguard ist ja jetzt auch nicht dafür gedacht. Ist da eine andere Klasse? Worried is, I know, you know, but if you're going just based on the stats, you're not going to get the result you're looking for. Ja, und Engelstein, was hindert dich daran, zu rollen? Like, the Vanguard will still lose, and once the game starts to get bigger and bigger and bigger, and guys like me go out and teach people, like, oh, by the way, guys, this is how you do it, that small 1% of people that are doing it a certain way is going to grow, because everyone's going to know, oh, how to beat a Vanguard is you do this, this, and this, get behind them, and you're good to go. Okay. You know? So that's
So I'm not trying to be an asshole, but it's just. Are you saying no? Are you saying that is actually working at the moment? That you actually have a higher chance on the light fighter against the heavy Yes, fighter? absolutely. Okay, that's good then. I mean, it's not necessarily what is reported to me, right? But still, but the decision is not being done by the archetype we're using. In fact, what we won't be doing in the future probably is we will not make public which ship is into which archetype, because the archetype is just a base tuning. It doesn't mean that the specific tuning of a ship is respecting that archetype. There's a couple of ships which don't fit into these categories. The Cutlass doesn't fit in there, for example. The Saber does not really fit into there. Yeah. There's other ships as well. Some ships, for example, have very low weapons. So the races, for example, right? So the tuning is just starting. The archetype. Aber selbst wenn, okay, das macht Sinn, was ihr sagt, selbst wenn er dann dahinter bleibt, mitrollt und die Vanguard runterschießt mit dem Jäger, dann ist das vielleicht auch die Stein-Schere-Papier-Geschichte für dieses Schiff. Klar. Und wenn du ein anderes Schiff nimmst, wie der Chat jetzt auch schon sagt, möglicherweise ist das dann besser geeignet, um ihm zu begegnen. It's just a starting point. It doesn't. Und wenn die Vanguard nicht alleine und so weiter und so fort. Not define what the thing eventually is going to be. If we feel we want to make the arrow differently, then we just do it differently. The problem is then you will never really truly know how these ships perform unless you actually have players playing it for a while, right? Like and even like I'm not talking like 1 week. I'm talking 4 weeks. I'm talking 6 weeks, or a core, or 1 or 2 releases even, because some like that was the interesting part of the 3221 tuning. There were so many things we didn't predict. Like some we absolutely predicted, absolutely. But some stuff like how people would, for example, use the nav mode and all that, and to get in and out of combat. Like some of these things we just didn't foresee correctly. Yeah, the nav. So this is why nav sniping. Yeah, there's so many nice terminologies coming out of that as well, right? But this is just the process, right? Like you throw it out, you see what happens. If you're not if you don't succeed, or you're not happy with the results, then you tweak it. And that's like we're not locking ourselves in anyways, right? If something needs to be tweaked, then we're tweaking it. Whether it's based on recommendations of a streamer or a general feedback thread or something like that, like everything is like Thread, Feedback, Thread, Drohung. Yeah, I mean, like, everything's like up for change if we want to go there. So, but that's fine. I think that's the biggest thing. The camera frame rate really low. The biggest thing with this update, I think, that you guys said on Star Citizen Live was that you're not tied to anything particular. There are things that are harder to move on, but this is a first iteration on a system that's going to be changing quite a bit over the next time, I assume, few years. And we even had posited in some of the discussion notes that this might be something that's balancing for the next decade or two, based on the health of the game. There's not a single MMO out there that doesn't keep balancing. Yeah. This is the same for us. And like honestly, this is like Stimmt really auch. hard, because even wird immer what they want just said, immer. yeah, I'll defeat all heavy fighters. Fine. This is not the feedback I got so far, or maybe I didn't listen properly. It could also happen. But the overall data, or actually understanding what's going on, I mean, like I'm not doing that. That's a PT is creating, or like Bayer's team is creating that stuff for me, and they create recommendations and so on, right? But like sometimes understanding the data, I mean, sometimes we just have simple conflicts, right? Like we see something, the KDRs, or people say the Buccaneers are very overpowering. Then we're looking at the KDRs for the Buccaneer, and okay, people don't die. Das sind KDA, Kill-Death Ratio, genau. A lot in this ship, but they're also not getting a lot of kills in this ship, right? So there's sometimes the question of what do we do with this information? And that stuff is not very easy to decide what to do sometimes with that. So sometimes, honestly, it's just a step in the dark. Sometimes we're trying to make educated guesses on how to continue with this. But I mean, this is just part of the process. We will keep continuing, or we will keep like changing the balance or tweaking the balance. So Und ich glaube denen, dass sie da like, immer so that it makes sense. Mit dem Finger in der Wunde Okay. weiter bohren, bis Blut kommt. Sure. I've got, I do want to start wrapping things up here, but I think it's going to be important for us to talk about where this is all leading. Obviously, you said that the point of master modes is sort of to slow down combat. That's something that you attempted before, but
had to be a little more heavy-handed with it. But there's also the very big elephant in the room I think everyone notices is that capital ship gameplay is coming along, and this feels like a big turn towards preparing us for that kind of stuff. Was that a big part of this? A big not influence, but like what's the word I'm thinking of? Goal. Yeah, like did capital ship gameplay coming in affect how Master Modes was developed a lot? Not really, no. I No? mean, like, ultimately, the most ships we have in the verse are small ships, right? The vast majority is. Yeah. And getting, like, the small ship gameplay in a good state is basically then, because most players have small ships, is then more important than getting the big ships in the right space. But just to be clear, there is like certain expectations what big ships are supposed to be doing. Also auch nochmal auf den Chat hier einzugehen. Amiro, ja, stimmt. Ich bin ja auch da, dass ich sage, ich finde das sehr traurig, dass ein Space-Game mit Raumschiffen immer noch kein System hat, wo man sagt, yo, mag aber auch die Community mit dran schuld sein. Schuld im Sinne von, Community verlangt das, irgendwelche Manager springen da auf, dann wird wieder zurückgerudert, wird gemacht und so weiter. Aber im Grunde genommen sind die mit dem Plan, und wir müssen das nehmen, was kommt. Ich hätte mir früher gewünscht, dass was fertig ist. Die wissen noch nicht mal, wie die Pips wollen. Also Pips, glaube ich, wollen sie, aber vielleicht kein Lead-Pip mehr, wir wissen das nicht. Auch Bosiro sagt, die Standardaussage, dass Sachen sich verändern, ist natürlich kein Alleinstellungsmerkmal von CIG, aber ich finde es gut, dass man das nochmal anspricht und sagt, hey, die Dinge ändern sich. Immer wieder. Ne? Und genau, und das himself, wenn erstmal die Server richtig laufen, dann, ne, das ist halt alles und so weiter. Und Snaring wissen wir auch noch nicht, da hängen sich jetzt momentan alle dran auf, aber das gehört eher in die nachgelagerte Geschichte von den Master Modes vielleicht, weil wir den Quantum Jump ja auch noch gar nicht haben, da gibt es gleich auch noch mal eine Info zu, glaube ich. Gut fand ich, dass die Spekulation Master Modes hauptsächlich wegen der großen Schiffe eingeführt wurde, aufgeräumt wurde. Genau, er hat gesagt, das Master Modes ist nicht wegen den großen Schiffen. Ne, das sagt er jetzt ganz konkret, genau, dass die großen Schiffe nicht relevant waren. Aber es halt darum, um Kämpfe näher ranzubringen geht. Ja. Wie gesagt, ich bemängel auch, dass es so lange gedauert hat, dass wir jetzt erst an dem verdammten Punkt sind, wo es irgendwie darum geht. Die Flugsysteme, die hatten wir vorher schon. Da können Sie sich nicht rausreden, dass wir, im Weltraum gab es schon, 64-Bit gab es schon, IFCS gab es schon, Schiffstypen gab es schon, Waffen gab es schon, Schilde gab es schon. Ich weiß noch, als ich mit Wurzel darüber gesprochen habe, Signed Distance Field, als sie angefangen haben, die Schilde umzubauen, das ist noch nicht ganz so lange her. Aber die Sachen das hätte schon vorher passieren müssen. So they will fit into that scheme one way or another. We can talk about details, like for example the Hammerhead. Is it maybe a little bit too fast? Nee, Master Modes wurde nicht für Squadron 42 entwickelt. Master Modes wurde schon viel früher entwickelt, hat er vorhin gesagt. Dann kam Squadron 42, dann sind sie alle nach Squadron 42, mussten da aushelfen, sind dann mit dem Flugmodell zurückgekommen und machen jetzt Master Modes weiter. Also die Aussage ist leider verkehrt, Amiro. Hat er vorhin gesagt. Fast for the ship of the size, maybe. But maybe it's also not a problem that it is that fast. But we'll have to see. There's a lot of stuff coming with like capital ships. I mean, if you talk about true capital ships, these things are supposed to be really big challenges for players, and we actually need to work on these bigger loops on how to make this interesting. But then it also has to do with like resource network gameplay and so on, because while our small ship combat is mostly about, or we want this mostly to be about maneuvering, the large ship combat is supposed to be more like a naval style thing where you have to coordinate with turret gunners and focusing on weak points and all that stuff, giving them the right side of your presenting the right cheek, so to speak, when you're supposed to getting damaged, because like the back shield is maybe higher up, and there's more stuff to be done. For example, I don't think the current shield system is really suitable for capital ship combat because due to the way how we're moving shield faces around and all that.
So that will all need to be. There's more stuff to that, way more than just like the thing we're currently struggling still with, which is the light fighter combat. It seems like Or small ship combat, sorry. Don't misquote me, please. Right? Small Ship Combat. Also geht noch Light mehr Fighter, dreaded als Light Fighter. nur, und das ist halt auch immer wieder ein wichtiger Punkt, das ist mehr als nur, dass sich zwei Leute gegenüberstehen und bekämpfen, beschießen. Ob es langweilig ist, okay, hat er zugegeben, ist aktuell langweilig. Es geht um mehr. Es geht um große Geschütze, große Schiffe, mittelgroße Schiffe, kleine Schiffe. Es geht einfach weiter. Sie müssen da den Weg finden. Und denkt bitte nochmal mit dran, Panzerung ist noch nicht wirklich drin. Und dann der Ort, wo du triffst, soll relevant sein, weil du durch das Schiff durchschießen kannst und Komponenten zerstören kannst. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Das sind so Sachen, es geht nicht darum, das Schiff mit der Lebenspunkten runterzuhauen, sondern es geht eventuell auch darum, dem Schiff die Schilde kaputt zu schießen, die Schildemitter, wenn man weiß, wo die sind. Solche Dinge sind hier auch noch gar nicht angesprochen worden. Und da sehe ich halt auch noch 2 Jahre ins Land gehen. Matt, you gotta hear first. But it seems like targeting, the way that flight works, turrets, thrusters, all these things are kind of showing that players should expect a pretty different combat experience in a year or two. Because they're going to have we're going to have small ships, big ships, turrets that are much more effective. Even, we haven't gotten into control surfaces and stuff like that, but it seems like a lot is about to change for people. Yeah, there is. When exactly that will all release, I don't know, of course, right? But we have pretty big plans for 4.0, and then we'll see how far we get with this. But there's Star Citizen has like plans for the next decade. So as long as we're successful or we have players that are interested in the game, we'll keep developing it. Wonderful. You mentioned armor earlier. Could we talk a little bit about how armor is supposed to factor into this Tatsächlich Armor. sort of equation of players getting away or maybe being in nav mode and not dying immediately? Players don't really. Oh, well, whatever. I let A1 reply whether or not they die immediately, but in general, maybe it's whether or not they die against you, right? But Or the bomber I Aurora. cannot talk really about armor. So there's this whole thing with Maelstrom, which is being developed, and the new armor system will build on top of Maelstrom. But at the moment, we don't have this yet. There's also a couple of things that we need to resolve first. For example, if parts of your ship are being shot off, right, but they don't carry any critical parts, we still need to have ways to slow down the flight maneuvering that you can do, right? Because just because you're cutting off some spoilers on your M50 or so, it should not necessarily mean that you're way faster now. So there's a couple of things we need to do. There are plans how the whole gameplay interacts between energy weapons and ballistics and so on. But it's a little bit too early to talk about this. We had some plan because moving these ships to the new armor system will basically offset a lot of the balance again. So we were thinking about adding actually a in between, like a simplified armor system. We actually have an armor system on the ships, but it is just a static damage modifier right now, which really, really annoys me. I had it in my backlog for ages. Oh, just prototype that, and then it's going to be fine. But the thing is, Also aktuell gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Lebensenergiesystem. Ne? Also die Armor ist ein Lebensenergiesystem und das ärgert ihn furchtbar und er will immer was machen, aber ich denke, da sind natürlich auch andere Akteure in der Firma, die sagen, pass mal auf, wir brauchen dich jetzt aber hier. Und dann steht der Backlog, ne, steht das in der Liste irgendwo und da kommt er nicht dran, weil immer wieder was dazwischen und aufgeschoben wird und hochgeschoben wird. Also Panzerung. Overwhelmed with work, so it's like there's not a lot of time for these funny side projects. But at the moment, for example, like 50% of your ballistic damage is just being detracted from you. And if we remove this right now, it would mean that everybody would monoboat ballistics, which is also a little bit besides the point at the moment. So, yeah. Okay. Yeah. Do you think Auch hier aktuell, es ist auch wieder eine Krücke, ne? 50% vom Ballistikschaden wird einfach abgezogen. Es ist aber nicht so, dass das so bleiben soll, sondern wenn die Panzerung drin ist und so weiter,
Side-Project für ihn. Ist halt leider ein Side-Project wahrscheinlich. Er möchte halt gerne zum Hauptprojekt machen, aber habe ich ja so verstanden. So, also 50% Schaden und so weiter wird aktuell vom Ballistik abgezogen, aber damit nicht jeder einfach mit Ballistics rumfliegt, machen die das so, bis sie das System haben, wo die dann durch die Panzerung vernünftig. Ach, ja. Think it's going to dramatically affect the time to kill when the armor system's completed, or think relatively the time to kill is kind of where it should be ish? I'm not entirely sure, to be honest. This is something we have to figure out with gameplay. Right now, I would say the time to kill is a little bit too high in places, but then again, I would think that, so we have, for example, damage modifiers. We can do something like that, like when you're in AC competitive mode or something like that, we could just up the damage by 3 or so. Actually, at some point, I ran an internal test, and it was basically damage times 10. That was insanely fun, like really fun, because you had this high investment, high reward thing. However, that is absolutely not suitable for a game where you wake up, right? You get out of your bed, you're getting dressed, you run to the subway, you go to your thing, then you see something which you want to buy in the store. This is usually happening in our gameplay test. Like, I cannot fly like that. I need new shoes, right? And then we're basically first trying and equipping ourselves with some new armor and so on. And then you go to your ship, and the first 35 minutes have passed, right? I mean, that kind of flow, right? You understand me. You don't want to then get up and just getting insta-killed, right? So we need to be very careful how we do the balance there. But as I said, personally, I think like in competitive modes, we can get away with a lower time to kill. But in the PvE, we need to be very, very careful, or at least add enough dynamics in the game system so that you have a lot of options when you're under attack, so that you can escape or so. Maybe we also need to educate players just to not go alone or something like that. A question here regarding Not go alone. Get an escort. Yeah, get an escort. Really? Don't get me Ask started. somebody. Ask somebody. I've been literally 20 credits. for And then... years. I'm like, guys, just hire a scout. Like, just a Hey, scout. I need a beacon for it. Come on. Das würde ich auch empfehlen, aber das macht natürlich auch wenig Spaß, wenn du dann einen Scout hast da passiert dann gar nichts. Das ist natürlich auch ein bisschen lahm, ne, für die meisten, die das spielen. Aber natürlich Get an Escort und den Master Modes, ich denke, es wird halt auch über die Masse gehen. Wenn zum Beispiel Avenger One sagt, dass der keine Angst hat vor einer Vanguard, kann ja sein, aber wenn dann 2 Vanguards sind, hat er vielleicht Angst, weil ihm eine hinten reinschießt. Also wenn du mit mehr Leuten bist, ist immer besser, ne, und dann wird's interessant. So I agree. Lower time to kills are definitely a lot of fun. Do you think lower time to kills are easier for rookie players or harder for them? Because what I find from my experience is rookies have trouble getting on target. And when they finally do get on target with high time to kills, it's basically meaningless. Because a good pod is going to be like, why is someone oh, okay, turn around. Right? Whereas if a rookie has a lower time to kill, when they get on target and they do score a kill against a better pilot, they can actually do some meaningful damage. I do agree if it's too low, then, you know, when you're going buying your shoes and it takes 20 minutes to get back in your ship, it could be a bit of a drag, you know. But, you know, for me and all the games I've ever played, all the space games and whatnot, like the time to kill around 2.5 seconds for like the lightest of the ships, to me is like, if you're getting damage on target, it feels really good, you know. Obviously it's going to be higher for the heavier ships, but, you know, and lower time to kill too, like, it would be more fun for turrets, I find, too, because, again... Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn er dann on target ist und die kleineren Schiffe sich bekämpfen, 2,5 Sekunden Time to Kill findet er geil? Ich meine, okay, realistisch gesehen ist ein Schuss und Feierabend, ne? Aber 2,5 Sekunden für Time to Kill fühlt sich gut an? Junge, 2,5 Sekunden finde ich okay. And if it's harder to get on target, but when you do get on target, you're rewarded for it, I feel like is a way better place to put the game instead of, you know, 80% of your damage is kind of always hitting, and then because then it becomes much more based on like numbers, and it's much more of an MMO kind of feel, which maybe what CIG wants to do with the game. No. I do get. One thing I can say with sure, I hate it. Like, hate it when I fire at something
and the freaking number pops up. I hate this so much, right? This is why I love even you, hate. buddy. But this is just me, because for me that just breaks immersion, right? Yeah, it does. I like the feeling of not knowing what is actually happening. There were some first-person shooters, right, with no hit markers, and you fired at somebody, and the enemy would be knocked over, and they're falling behind the desk, right? And it's like, is he dead? Is he not dead? Yeah, So you like, go did I there, get him? and the guy is gone, right? So, und das finde ich, boah, Yogi, ey, ich möchte dich umarmen und knutschen. Ich muss das hier nochmal sagen. Jetzt auf das FPS bezogen, was wir letztens gesehen haben, mit den Hitmarkern. Jetzt bekommst du die Information, X, rotes X, Gegner ist tot. Ne? Gegner ist tot. Alles klar, nächste. Finde ich furchtbar. Und das ist genau das, was er sagt. Das ist genau das, das habe ich vor 3 Tagen, habe ich am Sonntag, glaube ich, gesagt. Habe ich das schon gesagt. Ich mag das überhaupt nicht. Geiler ist, der fällt um und du weißt nicht, ist der tot, der liegt da hinter einem Tresen. Guckt der gleich nochmal um die Ecke, du musst da rumgehen. Nein, du siehst, Ting, rotes X, ist tot, alles klar, geht weiter. Ne? So. Das... Hitmarker kann man abschalten. Cyridian, du schaltest doch nichts ab, was dir einen Vorteil verschafft. Das wird abschaltbar sein. Aber ich schalte doch nicht ab, was mir einen Vorteil verschafft. Die Hitmarker müssen weg an der Stelle. Gerade wenn der PvP-Bereich ist. Ja? Und Sniper mit der Taschenlampe. Okay. Ja, ich fände das viel spannender, also dieser Armor-Style. Wenn du nicht weißt, fällt der um, bam, siehst, blob, fällt um, alles klar, alles klar, ist tot. Wenn du das genau sehen kannst. Wenn der aber nur stolpert oder wenn der nur, ich muss dann sagen, Yogi, echt großartig. Ich finde das super, dass du das auch gut findest. Ich hoffe, da kann er was machen dran, aber das ist wahrscheinlich nicht seine Abteilung. Ich finde das so richtig... Granatwerfer, genau. Granatwerfer rein, richtig. Und dann auf den Dings gucken, auf den Killmarker gucken. Granatwerfer rein, explodiert und du weißt nicht, sind die tot, wer ist da, wer ist noch, was ist passiert. Das finde ich eine sehr, sehr schlimme Entscheidung aktuell in dem FPS-Bereich. Das ist sehr arkadisch, tut mir leid. I like that, right? I like that you actually have to work with that kind of like imperfect knowledge what's going to happen, because it also makes for interesting decision making. You cannot overdo it, of course, right? You need to have valid cues everywhere in the world so that you can actually make meaningful decision making. But not knowing everything should be part of the game as well. Yeah. But not knowing anything, everything should be part of the game. It was about kill times, right? Time to kill. Repeat the question, man. Sorry. So time to kill for me was good around the 2.5 second mark, right? And that if for rookie, newer players, is it better for them? Because that's the thing is, I want the game to be accessible. Wisst ihr, ich möchte gerne, wenn da so eine Kampfsituation ist, ich möchte dann gerne um den Counter drumherum gehen, wo du nicht weißt. Und dann möchte ich aufschreien wie so ein Mädchen, wie so ein kleines Mädchen, mich total erschrecken, weil der Typ da mit der Knarre auf mich zielt und wartet, dass ich um den Counter drumherum komme. Das Gefühl möchte ich. Ich möchte so, habe ich ihn erledigt? Nein, ich habe ihn nicht erledigt. Und dann kommt das Pfund angeflogen. Das will ich haben. Das will ich haben. Das ist geil. Fun for rookies. Like, if a rookie gets a shot on me, he should kill me, right? Because with higher time to kills, we get into these issues where, you're just never going to kill the good pilots. And it kind of feels bad where you get behind A1, you're like, oh, I got him. And then I'm just like, hello? Turn around. So, yeah, but this is hard. So my answer to that is, if you have a rookie, or if you are a rookie, focus first on PvE. And then go into PvP afterwards, and don't fight against A1. So are you saying train and become better? I know, like getting used to the combat system should be like playing in PvE should somewhat prepare you for PvP. But I do not expect somebody to get to the same level. In fact, there are a couple of strategies like that PvP players will do, right? Or that, in the live model they're doing right now, which I find really, really boring. When you in PvP combat, for example, one of our first iterations. So one of the iterations from Diego's AI was about he created the tuning for an AI ship that had basically the same capabilities as you, which means full rotation rate and so on.
This was the thing that basically destroyed me, because an AI is always better at you than at rage control, right? And Oh yeah. I had no chance at all. And when I had this guy on me, and and it got into this nose-to-nose DPS race, the sucker started backstrafing. And I hate that so much, right? So I do definitely like I hate that so much, and I couldn't like, typical thing, I couldn't push, I couldn't get close, right? I couldn't encourage him to do something else, right? And that is, for example, behavior I would like to see in PvE combat, because it just doesn't make for a good experience. Of course, that is a problem with the current flight model, right? And this is like one of the things which, is on the to-do list to see if we can change it in some ways by using different velocity shapes or so, right? But I would still say that like there are some strategies that PvP players will use, and then if you start playing PvP, then you probably gonna learn these strategies anyways. Now, in terms of time to kill, honestly, that is something I don't have a clear answer on that. If you say 2.5 seconds are fine, then that's okay. We can go with that. It depends, of course, on the range, but I don't have strong opinions on this anyways, because the time to kill in the future is also going to be a little bit harder to calculate or to calculate. We can make up like ideal numbers, but specifically with Maelstrom later, where you basically where every part of the ship is its own entity, you're just gonna or like and the ships don't necessarily blow up directly, but you rather like Und das ist ja genau mit make them, Maelstrom. you cripple them, right? Yeah, you take Disable that them, fight. and then you have these debris flying around, or this half-functional debris. That will actually probably change. So I don't have a definitive answer to that. If 2.5 seconds feel fine, that's okay, cool. Also er sagt ja auch, ja, wenn du das gut findest, dann okay. Aber mit Maelstrom und wo die ganzen Teile dann eigene Entitäten sind, also selbstständig für sich gesehene Dinge, die abfallen können, kaputt gehen können, wo du dann durch das Schiff durchschießen kannst, wo du dann die Komponenten zerstören kannst oder beschädigen und so, dann wird sich noch viel ändern. Und das ist halt, dürfen wir nicht vergessen, das ist der Ausblick in das, was das Ziel ist. Und was wir jetzt bekommen, ist halt erstmal nur so schlimm wie das ist, dass wir das erst jetzt bekommen. So furchtbar und so langsam und so bescheuert, aber wir können das, was jetzt kommt, nicht als finales Ding ansehen. Es fehlen noch Teile und 2,5 Sekunden, okay, das wird sich verändern. Ja. Und Druckverlust, und da warte ich auch drauf. Tür auf. I'm fine if we have 1 second in AC PvP environments. Although then again, if you die because you were not looking for 2.5 seconds. Ja, aber Bosiro, es fehlt das Yeah, schon is that 2.5 grundsätzlich. seconds to get schon through the lange. shield too much, too? so Or is that just after the shields pop? Es fehlt das grundsätzlich und schon lange. I'm sorry, Tomato. Sorry, ask a question. Well, is the 2.5 seconds total? Panzerung You shoot your und first bullet in Zeitquote. 2.5 seconds, they're Panzerung done? und das Or are you saying you get rid of the ganze- If shields every and then... shot lands, if I'm at optimal range, I'm at the most optimal spot to kill the guy. The fastest I can kill this person from full health is 2.5 seconds with Right? shields. with shields, right? So With if all I'm in a weapons. with all weapons firing, right? So to me that feels great, because that's obviously going to dramatically change into the 30 seconds plus if I'm avoiding fire, if I'm doing it right, if I'm on him, if I'm chasing him, I'm not going to have guns on the whole time. To me, that you're fighting for Yeah. that spot to get the 2-second time. But honestly, it's gonna be like that. That is something I cannot really answer right now. So this is something where we need player testing, because we cannot just like take a look at like high skilled PvP players. We have to take a look how it feels for the rest of the game. If having a low TTK means that less people venture into, let's say, less regulated systems and avoid PvP. So let's assume we don't have any players in Pyro because of that. We might backtrack a little bit from that, right? But honestly, like, we'll see. We could also add like variations where we basically just say, hey, player versus player, or if you are a player and the other guy you're shooting at is a player, damage times 3. We can do that, right? But I cannot give you a definitive answer on this at the moment. We'll have to see with testing. Stopp. Nochmal.
thing because we cannot just like take a look at like, high skilled PvP players. We have to take a look how it feels for the rest of the game. If having a low TT. Also wir können uns nicht auf die High-Skill-PvP-Spieler konzentrieren, sondern wir müssen uns auf das auf die restlichen Spieler, auf das restliche Spiel auch ausrichten. Okay, means that less people venture into, let's say, less regulated systems. Kürzere Time to Kill heißt, die Leute gehen nicht nach Pyro zum Beispiel, weil die nicht kämpfen wollen. We might backtrack a little bit from that, right? But honestly, like, we'll see. We could also add like variations where we basically just say, wir könnten auch Variationen hinzufügen, bei denen wir hey, player versus player, or if you're PvP, a player and the other guy you're shooting at is a player, damage times 3. Schaden mal 3. Arena Commander. Man könnte sagen, hey, wenn ihr kompetitiv sein wollt, im Arena Commander könnt ihr euch kloppen. Das sind die Regeln. Schaden mal 3. We can do that, right? But I cannot give you a definitive answer on this at the moment. We'll have to see with testing. Okay. A lot of stuff to go. Wir dürfen nicht vergessen, Arena Commander ist ja immer noch der Spielplatz, der tatsächlich ein Ingame-Spielplatz in Star Citizen, wo sich Piloten treffen. Das ist ja wirklich ein Spiel im Spiel, soll es sein, mit Ranglisten und so weiter. Ne? Ist jetzt so ein bisschen an die Seite gerückt, als wäre es da so ein separates, aber das soll ja eigentlich im Spiel ein Spiel sein. Früher gab es die Pods, die Alten werden sich daran erinnern, konntest in den Hangar gehen, konntest dich in den Pod setzen und bist dann in Arena Commander gekommen. Ne? All right. Can I just ask one last question? I'm sorry. Yeah, go ahead. I'm stealing the show here. I'm going to get yelled at after this, but it's a burn. I got to ask. Because we were talking about this when we were hanging out at CitizenCon, right? Where do you see snub fighters? What's the role that you feel like they should fill? Where do you see them in the grand scheme of things and as part of the battlefield? And do you feel like snub fighters are one of those types of systems that rookies shouldn't get into right off the bat, and eventually, as you start to get much better, you kind of gravitate to these ships? Is that something that you're looking at? Ja, I'm natürlich going to auch tack zum onto that one. Zero, klar. Also, can snub ships use nav mode? Shit. Bye. Bye. Okay, so in general, when we're looking at the archetypes, right, we have basically the same archetypes in all ship sizes, where basically ships getting smaller and larger, and then trying to fill a role in there, right? Snub fighters, I would say, are like, for me, a snub fighter should not necessarily compete in terms of combat effectiveness with like an equally, or with an archetype of a higher category. Like, I don't think a snub fighter like the Fury should have the same combat effectiveness as a Gladius, for example, right? And they are naturally limited anyways, because snub fighters, for example, have a smaller weapon capacitor, so they cannot. So while even like the Fury has like 4 size 2s on gimbal, I'm not sure if Okay, also die Snub Fighter sollen nicht kompetieren. That ship will not be able to put out the same DPS, and they're flaky. Like when they're getting hit, they're down pretty much. So the question of what kind of role they fill is, I mean, they're parasite ships mostly, right? They're not meant to be. They're not meant to be like very, very durable, and like die Fury und die Merlin und die. I don't know, like does the P-72 count as a snub fighter? It's basically a super small racer, right? Hat Knarren dran, ne? The only actual snub fighter we have is technically the Fury. Yes. Because the Merlin, I mean, we've talked about the Merlin, the poor thing. I mean, we need to get it redesigned, and we need to get a weapon upgrade, because the poor thing is just, very Aber wir müssen die NASA ändern und so weiter. Bist du jetzt der Entwickler? Finde ich jetzt auch ein bisschen. Müssen wir nochmal dran. What? Right? Like I would see them as like similar to, like maybe similar to a scenario where you have like where I said you have to overwhelm the defensive. The Fury or the P-52 or something like that, they are ships, so you can use them for something. I don't necessarily expect a Fury on its own to take down a turret or something. Aber die Merlin hängt doch unter der Constellation. Das ist doch genau dafür da, da reinzusteigen, wenn man den Marketing Sachen Glauben schenken darf, die wir da bekommen haben. I would pretty sure, like in most cases, the Fury would actually die, unless like the pilot is so good that it's really not getting any hits on it and so on, right? But yeah, it's also die Fury soll sterben, like, wenn die Gladius sich trifft. In terms of effectiveness in everything,
I don't think the snubs should outperform ships of a bigger size. They're just like they're parasite fighters or parasite So then ships. why would I ever use a Fury? Like, Warum soll ich denn jemals eine Fury benutzen? It is another ship. It is another ship, right? Like if you're in a situation, let's say you're manning the let's say a Fury or a P-52 or something. Aber hier auch wieder, ne? Warum sollte ich jemals eine Fury benutzen, fragt er. Aber ich glaube, er fragt aus dem Arena Commander Gedanken heraus. Und selbst im PU, nicht im PU, warum sollte ich eine Fury benutzen? Die Frage ist ja, du hast so eine Fury dabei und wenn sich dann irgendwie die Notwendigkeit ergibt, da reinzusteigen, fliegst du das Ding. Auch im PU. Du stellst dir so eine Fury irgendwo oder 3 irgendwo in so einen kleinen Hangar rein und vielleicht gibt es die Notwendigkeit, dass du an deiner Homebase, wo du deinen Hangar hast, wo du vielleicht irgendwo auf dem Asteroiden oder was weiß ich, können wir mal weiterspinnen. Dann setzt du dich da rein, fliegst da rum. Warum? Also der zielt immer darauf hin, wen kann ich damit umbringen? Warum kann ich damit fliegen und wen kann ich damit umbringen? Ne, da ist immer, ja. Something like that. Like there is one target. Also ich würde das gerne auch mal von außen betrachten, von größer. Warum soll ich eine Empo fliegen? That is where I see that. And like even like if you have 10 Furies of them, fine, they can still do some damage if they can get out of the hangar without breaking anything. That is right. But you understand what I mean, right? Oh yeah. Okay. Yeah. Power in numbers. I mean, in a certain kind of way, it's kind of like that now in live, where a really good Gladius pilot versus a really good Fury. It's a pretty even match right now. I'd say I'd almost give it to the Fury. Okay. Especially in atmosphere, the Fury is dominant, super dominant. Yeah, the atmosphere tunings is hard to go for now. The thing is, like, we have this older atmosphere tuning, this old aerodynamic system, which works. But due to the master mode tuning, they need to be redone because how good they fly is actually based on the accelerations they could put in space. So I'm pretty sure that like some of the data is a little bit rotten because we have just like so many ship records. We have like over 1,000 ship records. It doesn't mean that we need to tune separately for each of them, but just the amount of flight controllers. You know what? I'll just check how many flight controllers we have because it's a lot. Probably quite a few. Yeah, but it means like all of these usually have to be checked whether or not they're working, and it's just like a lot of stuff that's going on. Nope, that's squadrons. This is so fun. Jetzt kann er nachgucken, wie viele Flight Controller die just haben. Flight Controllers in the PU, we have 337 at the moment. That's 337 Leute, die für Starten und Landen verantwortlich sind. The reason why we basically just forgot the Hornet at some point. Oder was? Oder was heißt das? Flight because there's Controllers? just so much data to deal with. So yeah. Again, So that's why I'm surprised if the that you. Fury is very. Flugkontrolle. Sorry, no, I was just going to say that's why I Dann was habe so ich das falsch surprised that verstanden. you guys were pushing this so quickly. Yeah, well, it's still better for the game. Yeah. Like go even forward. if the 1v1s and so on suffer, for the overall health of the game, I think that is a better change. Yeah, the active Yeah, I testing mean, seems to help a lot. patches go up and down. The flight's been good, bad. I mean, we've had all kind. I've been through every patch, right? So I mean, there's times where it's really great for PvP and times where it's not. We're about to go into a time where it's going to be really bad for pirates because they can't QED stuff, right? So it goes up, goes down, it goes all over the place, right? Yeah, this is like a little bit the perks of like a game development. And just to be clear, this happens in every game, right? Yeah. Every game where you work on, unless you're really experienced and know exactly what you're doing. I mean, I'm not going to say that. I don't know what I'm doing, right? But I got to be honest, like some of the things are just hard to decide on. And some stuff is just like, if you do the same game again and again and then maybe it's easy, but like nobody created a game of that scale. So there's just a lot of like questions that you have to answer, and there's multiple requirements from all sides, right? You have like the gameplay requirements, you have the aesthetic requirements, and so on. So it's sometimes hard to get the right path through it. So it's just it's just hard.
It's funny. so hard. It's funny you said that. You just make the same game over and over again, and maybe you get better at it, because that's like a lot of people's problems with games is they get the same kind of iteration on a game, and they're like, why isn't this changing enough to stay with the times? So it's an interesting situation you guys have where you're working Die on this Star Citizen ist übrigens abgelöst worden von GTA 6 jetzt als teuerstes Spiel. Ne? GTA 6 hat irgendwie schon 2 Milliarden their gekostet. feedback in real time as Ja, their hab ich own gelesen. existing gaming changes. Und die sind noch nicht fertig. Star Citizen's able to grow as the industry does. Yeah. Und ich glaube, Werbung ist auch noch nicht da To drin. be honest, like some of the things in Star Citizen are also quite old and outdated compared to other games. But it doesn't mean that these things get changed, right? There's a lot of stuff happening outside flight, and there's lots of stuff that's coming from Squadron over. So the game will ultimately get more enjoyable than it is now. I love that. Toll, toll, I want to toll. finish off with a couple of rapid questions here, just a few things that I'm curious about. Yeah, we're he going to doesn't do try rapid rapid questions. It's like only shoot. 5-minute answers. All right, so this is a little bit out of left field. Might not be able to talk too much about this, but control surfaces, atmospheric flight, is there any information you can give on how hovering is going to be more difficult for players because of that? It won't be more difficult. I mean, is that based on the stuff we based- showed at CitizenCon? Yeah, so the idea that there's a heat system, the thrusters take over, and Oh, you might that start to, that is not implemented yet, so I cannot talk to that. But the overall plan with that is that if you're hovering in a ship that's not made for hovering long, meaning like if it doesn't have VTOLs or any kind of like additional engines like the Connie, for example, then you will be limited in terms of heat or something like that. As I said, like details are still pending on that. At the moment, the focus is not on the control surface system, mainly because there's so much other stuff going on. Later down the line, Ja, was machen die alles? Das hört sich immer so an, als wenn die. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das machen wir noch. Dafür haben wir keine Zeit. Das ist krass, ey. Another one for Haben die da you. nur 3 Leute dran Quantum arbeiten oder boosting. was? Is that Yeah. will that replace So, das ist flying nochmal jumps around interessant planets? hier. Quantum Boosting. Ich spule nochmal zurück. Yes and no. So Warte mal, boosting wir sind noch or fast in durch. general, there's not will be limited in terms of heat or something like that. As I said, like details are still pending on that. At the moment, the focus Also is not on the Hitze control ist surface noch, system. noch nicht uninteressant. Mainly Noch because nicht there's so much other interessant. stuff going on. Later down the line, ships with VTOLs will just be able to hover longer. But maybe we'll also change something in that regard. We don't know VTOLs yet. wissen sie auch noch nicht halt, was passiert. Another one for you. Quantum boosting. Is that Yeah. So, will Quantum that replace boosting. flying jumps around planets? Wird das die Spline-Sprünge verändern? Yes and no. So boosting, or in general, there's not a lot of difference between quantum travel and quantum boosting. Your computer, basically, your ship computer decides if quantum boosting or quantum traveling is being used. Okay, krass. Das ist interessant. Das ist eine Neuigkeit, finde ich. Also Quantum Boosting gehört ja auch zu Master Modes. Das ist ja auch eine Master Modes. Wir reden immer von Master Modes. Ich habe das letzte Mal schon gesagt. Aktuell ist Master Mode der Stellvertretername für wie wird gekämpft. Aber Master Modes ist SCM und also die Kampfgeschwindigkeit mit Schilden an und so weiter. Ist der NAV-Modus, ist Quantum Boosting und der Quantumsprung. Jetzt höre ich gerade, der Bordcomputer entscheidet, ob die Entfernung, die du zurücklegst, offensichtlich, ob du dann in den Quantum Boost Modus gehst oder ob du in den Quantum Jump Modus gehst. Beim Boosten musst du musst ja demnächst, glaube ich, sowieso ein Minispiel kleines machen, ob du den am Anfang die ersten 5 Sekunden, ob du da dich ausgerichtet hast und springst, ne? Und bei dem Quantum Boosting soll das ja so sein, du kannst dann bis zu 50.000 Kilometer, meine ich, wäre mal eine Ansage gewesen, 50.000 Kilometer über diesen Quantum Boost benutzen. Wenn du 1 Million Meilen springst, springt der dich dann da anders hin, der Bordcomputer. Das finde ich jetzt interessant. Also es gibt keinen eigentlichen Unterschied zwischen Quantum Jump und Quantum Boost, außer dass du, keine Ahnung, den jederzeit stoppen kannst oder so. Vielleicht ist das auch, du startest den Boost. Ich weiß es nicht, er sagt ja nichts dazu. Startest den Boost und wenn du die 50.000 hinter dir hast, bist du dann im Quantum Jump oder so? We will probably have or implement a spline version of quantum boosting, but it will be working similar in a similar way, I guess.
but also that queue, in general, the new Quantum Experience is not slated for 323. Aber and I kommt actually nicht in don't know who will own it, 323. later this year. So Später dieses Jahr it can still change. But you can be sure that we want to be able to quickly traverse from A to B. So because there was like the question, oh, do I need then to go around the OMs around the planet instead? Okay. Probably not. Like we'll probably have some version of spline jumping. Cool. Okay. Das Last Plan wird es question noch that I weiterhin have geben oder so. is more of a subjective one. What are you most Dieses excited die for Ecke that's springen, changing ne? in the flight model or combat experience in the near future? What's something that you're really passionate about? Okay. Nice. All of it. All of it is so cheesy, right? you can't say that. That's too easy. Yeah, the thing is, I mean, obviously I like that stuff and so on, but the problem that I have when I'm getting asked these questions is I know what kind of stuff we haven't done yet. I'm looking forward to the place where I can be happy and say is like, yep, that is now a good pass of everything that I wanted to have in there, and it works. Once it works, right? And we see like climbing combat or climbing numbers and players enjoying combat, then I'll be happy, and I'm excited to getting to that moment. But I also know that the road ahead of that is hard to to go through. So I don't know. Like I want to find myself in a situation where I enjoy the flying so much again, so that I'm gonna play this game for ages. At the moment, I'm not there yet. But yeah, I'll try as much as I can that we'll get to that place. We appreciate that. Honestly, thank you so much for joining us, Yogi. One of the best parts about covering Star Citizen is that we can even talk to the people working on it, and the people who are working on it are also fans and players. That's countless people who work at CIG came from the community, which is really cool. So thank you so much for joining us on this podcast. Avenger, thank you for pinging me about this and coming and joining as well, guys. Before we go, I usually tell people where to find you and your content. Yogi, I'm not sure. The Star Citizen YouTube channel, I guess. Like where could people go to find more stuff from you? Spectrum? From me? Yeah. From Star Citizen. Yeah, I mean, there's the YouTube channel, there's Spectrum. Please, if you have feedback and things, want to say things about the game, positive and negative, put this in Spectrum. Don't just like throw your opinions out in Discord, because it's very hard to pick them up there, right? Ich würde auch nochmal an der Stelle hier einen Shoutout. Don't necessarily try to propose solutions, because that is nochmal einen Shoutout geben. But please write how you feel, right? Bitte bei Space Tomato Gaming. Space Tomato Gaming. If you want to do like big white papers hier. and like do calculations on how rotations and all work, by any means, dem mal einen Daumen hoch, ein Abo dazulassen. Der hat das super gemacht. Focus, because that is also then easier to Schönen digest. Dank, dass ich das reacten durfte. Ich habe nicht gefragt, aber I'm not sure if there's ich sag actually mal so. an official Reddit group. Probably. Dann nochmal hier die URL. Das ist nochmal das ganze Video. Wer nochmal die URL von dem Video braucht. Comes out of there. But there's like content every week from Jared. Like there's official videos, like at least 2 or 3 videos every week. So if you want to follow the project, please go there. Yes, and I don't know what else to say. No, that's it, man. Thank you for joining subscribe us. to Space Tomato. Ziemlich großartiger Talk, würde ich sagen, mit sehr einleuchtenden und wichtigen Statements. Thank you, man. And Avenger, where can folks find your own content? Well, they can find me on Twitch at Avenger__1. They can find me on YouTube at Avenger1. And I just want to say thank you to Yogi for coming in and taking time out of his day, out of his work schedule to come here and have a conversation with me and Tomato. And I think that's important, man. I mean, I've worked with other game companies and stuff, but nothing has been as forward and as open and as honest as Und da muss ich auch sagen, er ist einfach, er ist invested wie bad, viele von uns Content Creatern auf seine Art. I really appreciate, kann man mögen, kann man nicht mögen, aber er versucht auch nur seine Sicht der Dinge und aus dem ganzen Ding ein besseres Spiel zu machen. Am Ende des Tages muss CIG selbst entscheiden. At the end of the game, right? We're talking about the game, right? We're talking about the game and fun.
right? Yeah. So yeah, of course we're not gonna fight. I mean, I was Not here. considering Not putting a in public. TKO We'll count fight on the later. bottom of the fight later. overlay. So anyway, but I really appreciate it, man. And thank you so much for, I feel a lot better too. I have full faith in you and your team, and we'll keep on. Ich glaube, trucking away, Avenger right? So- One But I appreciate it, man. Thanks- Thank you thanks- ist so ein thanks for bisschen the der content. Zahn I mean, gezogen if anything, worden. Ich even glaube, if da it's muss er noch spicy, drüber I actually nachdenken. like spicy content. No, seriously, right? Because honestly, spicy content is usually fueled by passion, which in turn is fueled by negative Fueled by emotions passion. or positive emotions, but which in turn basically tells us, okay, there's something there, right? Sehe ich yeah, auch so. by Sehr any gut. means, Ey, like, Yogi ist echt ein cleverer, ne? Play the game. Yogi ist Tell us richtig. what is Play good, it. what is bad. We try to make it better. I mean, in the end, we want to make a game that is like enjoyable for the backers, players. I'm not supposed to say backers anymore. I say players now. So The members. All right, guys. The Well, members, thank you again so much for joining me, folks. Joachim if Klatt. you enjoyed this, Yogi. consider subscribing, or if you don't like ads on YouTube, check out our Also, audio platform supported by meine Liebe geht supporters, auch raus obviously, an Yogi. who also get to come and join this one live. So, Space So thanks Tomato. again for watching the Launch Sequence podcast. This is, I think, probably my conclusion on Master Mode's coverage. I'm ready to talk a little bit more about some of the other stuff. So I hope you guys got some good conclusive answers out of this, or at least it picked your brain a little bit more for your own Yogi, thoughts. super Typ auf jeden Fall. But thanks for watching. Space Tomato auch. Geil, dass I'll er see das y'all next hingekriegt hat. So, dann danke fürs Zuschauen. Genau, da ist Space Tomato Gaming, richtig. So, da sind nochmal die Adressen von Space Tomato. Bitte hier jetzt abschreiben. Und ja, im Grunde genommen ist es das. So, da bin ich jetzt wieder für euch da. Wir machen noch mal ein paar abschließende Gedanken dazu. Also, schön, dass ihr mich auf jeden Fall bis hierhin begleitet habt. Ich werde dieses Video echt hart schneiden. Das wird die Kernaussagen, ich versuche das auf unter 20 Minuten runter zu knattern, auf die wichtigen Punkte, die ich mir so aufgeschrieben habe. Da wird vieles nicht da sein. Ihr wart jetzt dabei, habt die Sachen verfolgt. Ihr könnt das ja auch nochmal nachgucken. Hier, wenn ihr die 3 Stunden nachverfolgen wollt. Ich will das auf jeden Fall gleich zusammenschneiden. Super Content habe ich aber selber gar nicht gemacht. Habe ich aber leider selber nicht gemacht. Aber ich fand das so wichtig. Ich habe ja gestern gesagt, mich nervt so ein bisschen dieses ganze Master Modes Gerede und was da alles und alle haben eine Meinung und alle haben eine Idee und so weiter und so fort. Jetzt, dass genau gestern dieses Video rauskommt von Space Tomato mit dem Talk mit Yogi. Yogi konnte frei sprechen. Yogi hat einfach auch mal so ein bisschen erzählt, was ist, und ich glaube, dass nicht gut unbedingt immer ausgeht also dass Avenger One sicher eine dicke Kröte geschluckt hat, weil er auch, oder die ganzen, ich sage mal, wie sage ich es am besten, Enthusiasten für den ehrenhaften 1 gegen 1 Combat-Kampf zum Beispiel. Dass die jetzt vielleicht sehen, ich weiß gar nicht, wie Avenger One da jetzt dann weiter drauf reagiert, den Enthusiasten so ein bisschen den Wind aus dem Segel genommen hat, dass wir sagen, okay, der Tenor ist eigentlich, wir machen jetzt erstmal für PvE. Ich habe jetzt mehrfach im Chat gelesen, für PvE zu entwickeln ist leichter als für PvP. Ja, hat er auch gesagt. Sie machen erstmal PvE, um sich dann später, und sie haben kein genaues Datum, sie wissen noch nicht wann, so wie bei vielen Sachen, um sich dann dediziert dann um den PvP-Teil mehr zu kümmern. Aber es geht erstmal darum, um das en gros, die Einstiegshürden für den Kampf abzusetzen, runterzufahren, dass jeder die Chance hat, überhaupt zu engagieren in so einem Kampf mit NPCs, aber auch mit Spielern, aber erstmal die Sachen zu begreifbar zu machen, ersichtlich zu machen, zugänglich zu machen und so weiter. Und die Sachen, die wir mit Master Mods in 3.23 kriegen, sind ja noch nicht fertig, sind ja nicht abgeschlossen. James, das, was du da schreibst, hat damit überhaupt nichts zu tun.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist Whataboutism, das geht in eine komplett andere Richtung. Was du machst, machst eh verkehrt, genau. So, hier haben wir gesagt bekommen, und ich bin ja Outlaw, ich bin Pirat, ich suche PvP. PvP passiert uns, weil das, was wir machen wollen, anderen Leuten die Sachen wegnehmen, hat halt einen PvP-Aspekt. Ja, so. Aber auch ich muss dann sagen, ja, ist so. Ich kann es verstehen. Die Leute sollen, jeder, den wir da treffen, soll besser in Interaktion treten können. Und wenn das heißt, dass wir alle so ein anderes Fundament bekommen, und das Fundament hätte vor 12 Jahren schon passieren sollen und so weiter, also schon mehr, dann ist das so. Wir brauchen eine Vereinheitlichung, und die haben wir schon lange gebraucht. Und in 3.23 werden sicherlich die Dinge nicht so einfach sein, wie sich das, oder nicht so schön sein, nicht so. Es wird sich vielleicht erstmal, die einen sagen ganz böswillig, arkadisch anfühlen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Hier muss ich CRG auch sagen, die Pläne sind so für mich, fühlt sich manchmal auch ein bisschen trotzdem immer noch unausgegoren an. Kriegen wir jetzt einen vorderen Pip, einen hinteren Pip, kriegen wir die Hitmarker mit dem X, finde ich nicht gut für das PvP. Ein paar Sachen mag ich nicht, aber en gros würde ich sagen, die Richtung ist wichtig. Die Richtung ist wichtig. Und Star Citizen ist ein größeres Spiel, als nur sich gegenseitig mit Lasern in die Fresse zu schießen. Das ist ein Teil davon. Aber Star Citizen ist, näher werden wir in unseren Lebzeiten im Space nicht mehr kommen erstmal, also überschaubar. Näher werden wir in diese Science-Fiction erstmal nicht eintauchen können. Und da gehört es dazu, dass man da Abstriche machen muss, Kompromisse eingehen muss und so weiter. Es fehlt an allen Ecken und Enden, schon seit Jahren. Es fehlt auch jetzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Arbeitsweisen oder die, sagen wir mal, vielleicht nicht genug Leute dran arbeiten, ich weiß es nicht. Man hat das Gefühl, dass die immer hinten dran stehen. Dass die einfach einen riesen Berg noch von Arbeit haben und es irgendwie nicht schaffen. Das ist das Negative, weil ich da so mitnehme aus dem Gespräch. Das Positive ist, dass sie jetzt auf jeden Fall mal einen Weg gehen, für jeden abzuholen. So. Am Ende des Tages wissen wir es nicht. Am Ende des Tages warten wir auf 4.0. Also nicht auf 3.23. Warten wir auf 4.0. Meshing, mehr Leute, mehr Interaktion, mehr volleres Universum. Mehr Missionen, mehr Möglichkeiten, mehr Tätigkeiten. Ich weiß es nicht. Einfach Spaß haben. Das ist gar keine schlechte Idee. KI-Guards, KI brauchen wir, Lebendigkeit. Hängt so viel dran. So, und ich hoffe, dass das Mastermode-Thema jetzt erstmal so ein bisschen abgeschlossen ist, bis 3.23. Bis wir das kriegen und dass wir jetzt nicht mehr so viel spekulieren, vielleicht. Jetzt haben wir mal ein paar konkrete Aussagen und die werde ich mal zusammenschneiden. So, damit ihr nicht ohne Ersatzteile in die Mittagspause müsst. Ach so, stopp. Genau, blöd. Alle Einspielerstunden. Damit ihr nicht ohne Ersatzteile in die Mittagspause müsst. Piratenersatzteile für alle. Jetzt gibt es Holzbeine, Hakenhände. Also, meine Lieben. Alle Loot-Goblins an Bord. Ich sag mal so, super Interview. Ich finde es geil, dass Yogi so frei reden konnte. Ich glaube, dass das hier Schadensbegrenzung war. Achso, könnt ihr gerade nicht sehen. Ich poste den Thread auch nochmal rein, wo er sich umversprochen hat, quasi. Also wo er gesagt hat, hey, das habe ich ein bisschen falsch gesagt, es ist ein PvP-fokussiertes Game. Ich glaube, er hat das ja zweimal gesagt, es ist PvE
der Tenor ist erstmal PvE und dann PvP. Ja. Ne. 50 Seile, was? Als wenn? 50 Seile in 10 Jahren verknoten, jetzt muss das Ganze ein Teppich werden. Genau. Ja, vielleicht. Guter Talk. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe das ja nur quasi für euch einmal in die Wahrnehmung geholt und wir haben drüber gesprochen und ich habe meine Meinung dazu gesagt. Ja, ich schneide die Sachen jetzt gleich hoffentlich schnell zusammen. Ich mache mir gleich mal ein kurzes Süppchen und dann fange ich an zu schneiden. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen zusammengekleckert, damit da viele Leute auch drüber Bescheid wissen, was hier besprochen wurde. Weil wir sind ja jetzt auch nur eine überschaubare Anzahl von Menschen. Ihr habt vielleicht nicht alles mitbekommen. Die kann auch sagen, zusammenklettern, kleppen und dann, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das YouTube-Video später auch teilen. Ich versuche das heute im Laufe des Tages online zu stellen. Ja, das war's von mir soweit. Schönen Dank fürs Zuschauen, schönen Dank für den Support. Und dann war ich hier so, Ending Stream Now, genau, dann bin ich klein. 3 Stunden, Junge. Aber es war wichtig. Es war einfach wichtig. Ich musste das thematisieren. Ich habe viel mitgenommen. Und jetzt muss ich mir ein bisschen den Hund kuscheln, weil er ist bestimmt traurig. Ja, genau, Maike. Guck mal. Ach, guck mal, zwei Gedanken, ein Kopf. Ne? Ein bisschen den Hund kuscheln, weil ich den gerade so angemeckert habe. Sonst ist er traurig. Dann kriegt er noch ein Leckerchen von mir. Kriegt er auf jeden Fall noch ein Leckerchen von mir. So. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim Cutten. Ich habe, wird super. Aber wird ein übler, harter. Ich werde so Blackpausen, damit man halt auch sieht, dass das hart gecuttet ist, werde ich so Blackpausen drin machen. Irgendwie so. Da kriegen wir schon hin. Piratenersatzteile für alle. Ja, das Programm ist gut. Michael Maus, ne? Klapphände und Holzaugen. Jetzt ordentlich durchlooten. Heute mal Gestern habe ich mir eine Miso-Suppe gemacht. Habe ich gesagt, ne? Habe ich mir gestern eine Miso-Suppe gemacht? So richtig japanisch. Ich habe ja so Daishi und Wakagame und so, ne? Wer die Enthusiasten werden das wissen, was das ist. Und dann habe ich mir da ganz ordentlich eine Fleischwurst reingemacht. In die japanische Miso-Suppe habe ich mir eine Fleischwurst reingeknallt. Kannst auch Fleisch reinmachen. Heiße Fleischwurst in die Miso-Suppe. Ganz traditionell. Richtig. Sabak, das hast du letztens schon mal gesagt. Wenn ich Werbung machen möchte für Michael Maus Shop, dann mache ich den. Wäre nett, wenn du das vielleicht demnächst nicht mehr, wenn du das nicht immer wieder wiederholen würdest. Das wäre sehr nett. Ja. Michael Maus hat einen geilen Shop, Deichpunk Design. Bei Deichpunk Design, ich weiß die Adresse leider nicht. Michael Maus, hau mal den Link bitte von deinem Shop rein. Wo ist der? Deichpunk Design. Deichpunk. Ich habe den nicht hier. Michael Maus. Twitch TV. Ja, dann müsst ihr über den Link gehen. Shoutout Michael Maus. Und dann über den Twitch und da ist der Link zu dem Shop drin. Ist ja nicht so als... Ich bin raus. Tschüss, schönen Tag noch. Danke fürs Zuschauen.